Warum Bloodlines auf Half-Life 2 warten musste, warum ein deutscher Chemiker noch 20 Jahre nach dem Release daran arbeitet, was es mit Fallout gemeinsam hat, worum es eigentlich geht und wie es letztlich entstanden ist, klären wir jetzt. Für den historischen Ursprung von Vampire the Masquerade Bloodlines müssen wir die Zeit aber einige Jahre zurückdrehen und in eine andere Firma wechseln, in der 3 Männer ihren ersten Erfolg feiern, dafür bestraft werden und entsprechend eine weitreichende Entscheidung treffen. Das Unternehmen heißt Interplay und veröffentlicht 1997 ihren Überraschungshit Fallout, ein Computerrollenspiel in der nuklearen Postapokalypse. Timothy Kane ist der Producer, Leonard Boyarsky der Art Director und Jason D. Anderson sein Lead Artist. Die 3 und ihr kleines Team sind die einzigen bei Interplay, die an den Erfolg ihres Projekts geglaubt haben. So viel Energie es sie auch gekostet haben mag. Sie sind erschöpft und ausgelaugt, aber auch äußerst zufrieden mit ihrer Arbeit. Fallout übertrifft selbst ihre optimistischsten Erwartungen, doch das wird schnell mehr zum Fluch als zum Segen. Das Spiel ist erschienen und während die Entwickler ihre Arbeit daran abschließen, lässt Interplay keine Sekunde verstreichen und beginnt bereits mit einem anderen Team am Nachfolger. Doch kaum, dass Tim Kane und sein Team die Stifte niederlegen, wird er vom Management einberufen und beauftragt, Fallout 2 zu übernehmen und zu einem ebenso großen, wenn nicht sogar größeren Hit zu machen. Kane, der sich zwar auf etwas Erholung gefreut hat, sich aber natürlich über den Erfolg seines Babys freut, sagt zu. Doch die Arbeit sollte eine völlig andere werden. Der Unterschied zwischen einem Spiel, an das niemand außerhalb des inneren Kreises glaubt, und einem, das sich 100.000-fach verkauft, ist, dass letzteres deutlich mehr Aufmerksamkeit von unliebsamen Parteien bekommt. Während das Team von Fallout 1 sich selbst überlassen und gewissermaßen zum Außenseiter in der eigenen Firma wird, sitzen bei der Planung und Entwicklung des Nachfolgers bereits Leute mit am Tisch, die keiner von ihnen jemals zuvor auch nur gesehen hat. Leute, die über ihre Köpfe hinweg unumstößliche Entscheidungen treffen, weil sie es besser wissen. Wie das Design des Covers, was Tim Kane bis heute noch mit Fassungslosigkeit erfüllt. Das Fass läuft allerdings über, als Kane noch einmal zu Fallout 1 zurück muss, weil ihm die Aufteilung der Bonuszahlungen übertragen wird. Er soll in einer Liste festhalten, wer wie viel aus dem vorgegebenen Pot erhalten wird. Nicht begeistert über diese unliebsame Aufgabe, macht Kane sich ans Werk und investiert viel Zeit in eine gründliche Überlegung dessen, wer am meisten Initiative und Arbeit in ihr Projekt investiert hat und wer die Entwicklung eher behindert und zurückgeworfen hat. Er reicht die Liste ein, sie wird abgesegnet. Doch bei der nächsten Gehaltszahlung muss Kane sich schwer wundern. Sein Bonus, der einer der höchsten hätte sein sollen, wird auf Almosen reduziert. Kurz darauf sitzt er im Büro des Studiogründers Brian Fargo, der 1988 mitverantwortlich war für Fallouts spirituellen Vorgänger Wasteland, und stellt diesen zur Rede. Fargo ist mit einer Entscheidung in Kanes Liste nicht einverstanden und hebt die Bonusreduzierung des betroffenen Teammitglieds auf Kosten von Kanes Anteil wieder auf. Das Einbehalten des restlichen Geldes hängt laut Fargo dann aber mit einem Bug zusammen, der Fallout nicht zum geplanten Datum erscheinen lassen konnte. Er wollte wissen, wer im Team dafür verantwortlich war, doch Kane schützt seinen Mitarbeiter. Der Bug war nicht der Fehler einer Einzelperson. Sie haben ihn rechtzeitig entdeckt und zusammen beseitigt. Damit will er es belassen. Fargo hingegen nicht. Solange er den gewünschten Namen nicht preisgibt, muss Kane auf den Großteil seines Bonuses verzichten. Kane ist fassungslos. Und du denkst, dass mich das motiviert, mein Herzblut in Fallout 2 zu stecken? Fragt er. Fargo nickt. Vielleicht motiviert dich das, nächstes Mal besser zu entscheiden. Noch am selben Abend verfasst Kane seine Kündigung. Er reicht sie nicht direkt ein, sondern überlegt noch 2 Wochen hin und her, aber diese Geschäftspraktiken belasten ihn so sehr, dass er das Schreiben letztlich einreicht. Seine engsten Teammitglieder Leonard Boyarsky und Jason Anderson kopieren das Schreiben und tun es ihm gleich. Boyarsky blickt mit einem weinenden Auge auf die Zeit zurück. Interplay war ein großartiger Arbeitsplatz, aber wir hatten das Gefühl, dass es viel von dem verlor, was wir daran so schätzten, und dass viele schlechte Entscheidungen getroffen wurden, die das Unternehmen zerstören würden. Wir waren damit etwa 5 oder 6 Jahre zu früh dran, aber wir sahen bereits die Zeichen. Hätte Baldur's Gate nicht so einen großen Erfolg gehabt, wäre Interplay vielleicht schon viel früher implodiert, aber wir sind etwa ein Jahr vor der Veröffentlichung gegangen.
Am 1. April 1998 gründen Tim Kaine, Jason Anderson und Leonard Boyarsky Troika Games und empfinden das Datum als nur allzu passend. Das russische Wort Troika steht für Dreiergespann und ist bereits bei Interplay ihr Spitzname, weil Tim zahlreiche seiner Produzentenentscheidungen über zum Beispiel Artdesign, Stil und Musik bereitwillig an die anderen beiden abtrat. Die drei verstehen Troika allerdings als Dreiergespann der essentiellen Elemente für ein großartiges Videospiel: Design, Code und Grafik. Beeinflusst von ihrem ersten Spielkonzept, an dem sie bereits feilen, entsteht ihr Logo im Stil von Industrialisierung und Propaganda des frühen 20. Jahrhunderts. Boyarsky nutzt ein Bild aus dem Weltkrieg als Vorlage für sein Design. Mit Troika wollen die drei alles wieder aufleben lassen, das sie bei Interplay so geliebt hatten und das mit dem wachsenden Erfolg verloren gegangen war. Es sollte sich wie das alte Interplay anfühlen. Es gibt keine festen Arbeitszeiten, der Kühlschrank ist stets gefüllt, Mittagessen wird geliefert oder es wird auf der Terrasse gegrillt. Gemeinschaftlich geht das Team ins Kino oder trifft sich in der studioeigenen Lounge, um auf dem großen Fernseher Zockernächte abzuhalten oder South Park zu schauen. Darüber hinaus bieten sie eine attraktive Altersvorsorge an, wettbewerbsfähige Gehälter und Büros anstelle von klaustrophobischen Kabinen in einem Großraumbüro. Und überall streift Kaines Bürohund umher und holt sich Streicheleinheiten ab. Die ersten 4 bis 5 Jahre gibt es sogar eine Kinderkrippe vor Ort, weil Andersons und Boyarskys Frauen ungefähr zum Zeitraum ihrer Kündigung schwanger werden. Die Kinder wachsen bei Troika auf. Entscheidungen werden nicht hinter verschlossenen Türen und über Köpfe hinweg getroffen. Alles ist transparent. Jeder Mitarbeiter darf die Buchführung einsehen und sich ein Bild davon machen, wie viel Geld es kostet, das Geschäft am Laufen zu halten. Mitarbeiter, die laut Jobseite die Qualität mitbringen müssen, zu allen Bereichen der Spieleentwicklung beitragen zu können, nicht nur ihrem eigenen Spezialgebiet. Denn Troika stellt lediglich erfahrene Leute ein, die Kaine, Boyarsky und Anderson das Wasser reichen können, was ihnen ermöglicht, jedem Mitarbeiter dasselbe Gehalt zu zahlen. Es soll keine Produzenten und keine Manager geben. Jeder managt sich selbst. Wir waren immer optimistisch, dass es klappen würde. Lange Zeit waren es nur Tim, Jason und ich. Wir trafen uns in einem unserer Häuser und begannen einfach, das Design für Arcanum zu entwerfen. Vieles davon fand schließlich seinen Weg in das Spiel, das auf den Markt kam. Troika nimmt Kontakt mit Scott Lynch, dem Senior Vice President von Sierra sowie gleichzeitig dem Leiter der Sierra Studios auf. Er ist es, der Gabe Newell unter Vertrag nimmt und Half-Life veröffentlicht, zu einer Zeit, als niemand etwas mit dem einen oder anderen anzufangen weiß. Heute ist Lynch übrigens Chief Operation Officer bei Valve. Seine Entscheidung hat sich also ausgezahlt. Neben dem damals noch jungen Studio unterschreibt er allerdings auch einen Vertrag mit Troika, um deren nächstes Spiel Arcanum zu finanzieren. Mit diesem Geld kann Troika nun auch weiteres Personal einstellen, darunter ihren alten Kollegen und Programmierer Chris Jones, der im Jahr 2003 einer der Gründer von Obsidian Entertainment werden sollte, Entwickler von Knights of the Old Republic 2 sowie Fallout New Vegas. Als winziges Team aus 4 oder 5 Leuten erstellt Troika einen Prototypen ihres neuen Rollenspiels und überzeugt Sierra damit, das Projekt vollumfänglich zu übernehmen. Kaine, Boyarsky und Anderson beschließen, das Team auf lediglich 12 Leute zu beschränken. Ihnen ist bewusst, dass die drei auch die geschäftlichen Seiten des Unternehmens übernehmen müssen, setzen aber darauf, ihren Verwaltungsapparat klein halten zu können, indem sie fester Entwickler für Sierra werden. Festes, fließendes Einkommen, keine ständige Suche nach neuen Investoren und Publishern. Troika sollte Sierras Rollenspielschmiede werden. Mit diesem Plan schließt das Studio die Arbeit an Arcanum ab. Ein ehrgeiziges Projekt, in dem die nun endlich freien Entwickler sich mehr austoben, als sie sollten. Während der Entwicklung erscheint Rollenspiellegende Planescape Torment und Troika will unbedingt mit dieser neuen Messlatte konkurrieren. Alle Ideen, die ihnen einfallen, werden integriert. Retrospektiv sieht Boyarsky das als Arcanums große Stärke an, Kaine hingegen sieht es etwas nüchterner. Nicht alles davon hätte es gebraucht, um immer noch ein gutes Spiel zu sein. Etwas weniger Inhalt hätte auch für weniger Bugs gesorgt. So fallen schließlich auch die Kritiken aus. Die nahezu unbegrenzten Möglichkeiten und die Geschichte werden gefeiert.
die technischen Schwierigkeiten und Bugs kritisiert. Ein Verhältnis, das gewissermaßen zu Troikas Visitenkarte werden sollte. Unmittelbar nach Arcanum kommt Sierra auf sie zu, die gerade die Rechte an den Herr der Ringe Büchern erworben haben, und bittet Troika um Spielpitches. Ihnen gefällt Troikas Konzept und sie bezahlen die Entwicklung einer groben Demo in der Arcanum Engine, die ihnen ebenfalls zusagt, bevor sie sich aber doch dafür entschließen, intern bei Sierra zu entwickeln. Vor dem Meeting zu der Hiobs-Botschaft in Seattle wird Boyarsky ins Büro des Produzenten berufen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das ganze Ding einstampfen. Sie stampfen Sierra Online ein. Boyarsky ist fassungslos. Uns blieben etwa 2 Wochen bis zur nächsten Gehaltsauszahlung und wir hatten keine Perspektive. Doch er ist geistesgegenwärtig genug, nicht gleich die Flinte ins Korn zu werfen. Er ruft Scott Lynch an, der 1,5 Jahre vor Arcanums Veröffentlichung zu Valve gewechselt war. Er befindet sich gerade in Verhandlungen mit Activision, um Valve-Titel von ihnen publishen zu lassen, und stellt Boyarsky Doug Lombardi zur Seite, um einen Kontakt herzustellen. Wäre Valve nicht gewesen, hätten wir Troika nach Arcanum schließen müssen. Ihnen verdanken wir alles. In diesem Gespräch mit Lynch erfährt Boyarsky auch von der Source Engine, die bei Valve in Entwicklung ist und ihren Half-Life-Nachfolger befeuern soll. Eine Engine, die Troika angeboten wird und die das Team für den Arcanum-Nachfolger Journey to the Center of Arcanum verwenden möchte. Das Pitch-Dokument beschreibt das Projekt mit: Die Action der Half-Life 2 Engine hält Einzug in die Welt der Rollenspiele. Seit Ultima Underworld gab es kein Rollenspiel mehr, das die Action der Ego-Perspektive mit dem Eintauchen in eine vollständig realisierte Rollenspielwelt verbindet. Ein Konzept, das erhalten bleiben soll, auch nachdem sich Sierra und Valve verwerfen und das Projekt ins Wasser fällt. Während allerdings die Verhandlungen mit Activision anlaufen, kommt Atari auf sie zu. Sie möchten, dass Troika auf Basis ihrer Marken Spiele entwickelt. Der Plural macht Kane & Co. hellhörig, die ihre zweite Chance gekommen sehen, um die exklusive, unkomplizierte Rollenspielschmiede für einen Publisher zu werden. Sie würden eine Engine bauen und auf deren Basis immer wieder neue Versionen und eine ganze Reihe von Spielen produzieren. The Temple of Elemental Evil, die digitale Umsetzung eines berühmten Dungeons & Dragons Moduls, soll der Auftakt dieser Reihe sein. Kritiker loben die inhaltliche sowie spielerische Treue zum Original, denn das Game wird ein Hardcore Dungeons & Dragons Erlebnis, das nahezu sämtliche Regeln der Pen-and-Paper-Vorlage umsetzt. Wahrscheinlich auch, weil Kane als klassischer Programmierer hier allein federführend ist, ohne ein Händchen für die Story. Seine beiden Kollegen müssen parallel ein anderes Projekt in die Wege leiten, zu dem wir gleich kommen. Doch all das Lob wird wieder einmal getrübt von der Meldung zahlreicher Bugs, die dem Spiel einen unfertigen Beigeschmack geben. Sowohl bei Arcanum als auch bei Temple waren wir einfach Opfer unserer eigenen Ambitionen, unseres Optimismus und unserer Begeisterung. Anstatt zu sagen, naja, dann kannst du es eben nicht haben, sagten wir schaffen das. Das war jedes Mal unser Fehler. Wir wollten etwas extrem Schwieriges machen, das zusätzliche Zeit in Anspruch nehmen würde. Wir wollten es machen, wir konnten es machen, wir würden länger bleiben. Ich habe fast die gesamte Zeit, in der Troika existierte, auf der Arbeit verbracht. Nachts, am Wochenende, ich war so ziemlich die ganze Zeit dort. Es gab auch Zeiten, in denen das nicht so war, aber besonders als wir Vampire angefangen haben, war es einfach verrückt. Es war eine Crunch-Time von etwa 2,5 Jahren, eine wahnsinnig lange Zeit. Troika pitcht Activision ihre Vision von dem Arcanum-Nachfolger als First-Person-Rollenspiel der Extraklasse. Und spätestens als die Worte Source Engine fallen, wird der Publisher hellhörig. Ein Jahr zuvor hatten sie Nihilistic Softwares Vampire the Masquerade Redemption veröffentlicht. Ein Spiel mit ausreichendem Erfolg, um ein Sequel zu rechtfertigen. Troika sollte mit dieser Lizenz arbeiten. Bis es aber überhaupt zu einem Vertrag kommen kann, muss Activision zunächst die Details mit Valve bezüglich der Nutzung der immer noch in Entwicklung befindlichen Source Engine aushandeln. Dieser Prozess zieht sich aber derart in die Länge, dass Boyarsky und Anderson schon nicht mehr mit einem erfolgreichen Abschluss rechnen. Weshalb sie dankend das hereinflatternde Atari-Angebot für The Temple of Elemental Evil annehmen. Als die Verhandlungen dann aber plötzlich doch noch Früchte tragen und zum Abschluss kommen, sieht Troika sich plötzlich vor 2 unterzeichneten Projekten stehen. Das Team splittet sich auf. Kane übernimmt die Führung für Atari, Boyarsky und Anderson beginnen ihre Arbeit an Vampire the Masquerade Bloodlines für Activision.
Der namhafte Publisher wünscht sich ein Sequel zu Redemption, in dem der französische Kreuzritter Christophe im 12. Jahrhundert getötet und als Vampir wiederbelebt wird. Das Spiel erzählt seine Jahrhunderte überdauernde Reise vom mittelalterlichen Prag und Wien bis hin ins London und New York kurz vor der Jahrtausendwende. Unerbittlich sucht er nach seiner Menschlichkeit und seiner entführten Liebe, der Nonne Agnieszka. Redemption wird für seine Grafik und die Multiplayer-Funktion gelobt. Bei Story- und Kampf-Gameplay hingegen schieden sich die Geister. Nichtsdestotrotz reicht es, um 1999 den E3 Game Critics Award fürs beste Rollenspiel zu ergattern, womit es sogar Deus Ex aussticht. Ein einfaches Sequel zu entwickeln entspricht aber nicht den kreativen Standards der Troika-Mitarbeiter, weshalb sie ihr ganz eigenes Abenteuer im Vampir-Universum beschließen und dafür tief in die Recherche der White Wolf-Marke eintauchen. Vampire the Masquerade an sich ist bereits 34 Jahre alt. 1991 gründet Mark Reinhagen in Stockholm White Wolf Publishing und veröffentlicht dort sein eigenes Tabletop-Rollenspiel, inspiriert von Genrekollegen und Vampirfilmen wie The Lost Boys. Als speziell Jason Anderson während seiner Recherche in das Material abtaucht, vergleicht er das von der Spielwelt vermittelte Gefühl mit The Crow oder Blade. Da Reinhagen die Jagd nach Vampiren als Prämisse auf Dauer zu langweilig erscheint, lässt er die Spieler in die Haut von Vampiren schlüpfen, die sich von der Menschheit versteckt halten und dennoch viele Fäden ziehen. Vampire wird so erfolgreich, in 2001 kann ihnen nur noch Dungeons & Dragons die Stirn bieten, dass die Spielwelt mit Spin-offs rund um Werwölfe, Jäger, Magier, Dämonen, Mumien und allerlei anderen Kreaturen erweitert wird. Zusammengefasst unter dem Titel World of Darkness, einer düsteren Gothic-Punk-Interpretation der realen Welt. Es folgten Sammelkartenspiele, Romane, Comics, 1996 sogar eine Fernsehserie. Und nun sollte das Portfolio um noch ein Videospiel erweitert werden. Troika ist anfänglich zwiegespalten, da sie am liebsten bei Null mit einer eigenen Idee beginnen würden, um sich dann mit Narrenfreiheit auszutoben. Die Adaption eines bestehenden Systems schränkt sie ein. Vieles, das im Spiel verbaut werden muss, ist bereits vordefiniert. Doch angesichts der Arbeitslast und der Ungewissheit, die ihnen das abnimmt, können sie sich damit arrangieren. Ihnen liegt bereits das Setting vor, eine äußerst umfangreiche Welt und ein funktionierendes System, das Spieler begeistert. Vor allem aber ist es ein System, das seine Regeln einer großartig erzählten Geschichte hinten anstellt, wodurch Troika doch noch ausreichend Spielraum finden, um sich zu entfalten. Jason Anderson mit seiner Affinität für Tabletop-Spiele ist maßgeblich für die Recherche des Materials verantwortlich und entdeckt sowohl darin als auch auf Fanseiten zum Spiel, dass es in erster Linie durch Charakterinteraktion und das Erleben der verschiedenen Vampirvölker begeistert, weniger durch Statistiken, Items und angewandte Kräfte. Fans sprechen am häufigsten davon, mit wem sie sich unterhalten haben und was für eine Faszination sie für die Vampirgemeinschaft entwickelt haben. Selten geht es jemandem darum, wie viele Charakterpunkte er hat oder welche Items gefunden werden können. Ebenso wie für die Bewohner schwärmen die Spieler auch auffällig für die Welt selbst, die sich, anders als die statischen Spielwelten vieler anderer Rollenspiele, kontinuierlich weiterentwickelt und ihrer ganz eigenen Geschichte folgt. Ich habe im gesamten Internet nach Fanseiten zu Vampire gesucht. Ich sage nur eins, ich habe Dinge gesehen, die ihr nicht glauben würdet. Und obwohl ich vielleicht für den Rest meines Lebens traumatisiert bin, habe ich gefunden, wonach ich gesucht habe. Entsprechend bemüht ist Troika, dem Quellmaterial treu zu bleiben. Das Letzte, das er will, so Anderson, ist eine Welle von negativen Reviews der Kern-Fanbase einzufahren. Dennoch müssen Änderungen vorgenommen werden, um das auf mehrere Spiele ausgelegte Tabletop-Regelwerk auf ein Singleplayer-Erlebnis in einem Computerspiel anzupassen. Von den 30 im Original verfügbaren Fähigkeiten werden letztlich die 15 übernommen, die im Rahmen eines Videospiels Sinn machen und für die man rechtfertigen kann, seine Erfahrungspunkte auszugeben. Die vorgegebenen Attribute hingegen finden alle Platz. Ein weiterer Aspekt, bei dem Troika von den Pen-and-Paper-Regeln abweicht, ist das Würfeln, das in Tabletop-Spielen über so ziemlich alles entscheidet. Wie viel Schaden man verursacht oder einsteckt, ob eine Diskussion erfolgreich ist oder ob man beim Suchen etwas Nützliches findet. Diese von den Charakterwerten beeinflussten, zufälligen Zahlen finden in vielen Facetten von Bloodlines ihren Platz. An einigen Stellen mussten sie allerdings entfernt werden, um das Spiel, zumindest in dieser Hinsicht,
nicht kaputt wirken zu lassen. Seien das Aktionen, die nur eine Handvoll Male im Spiel auftreten, oder banale Umstände wie Sturzschaden. Im Videospiel funktioniert es einfach nicht, sich beim Sprung auf eine Kiste das Bein brechen zu können, während man beim Sturz von einem Gebäude kaum einen Kratzer abkriegt. Hier kommen schließlich klassische Videospielberechnungen zum Einsatz. Um den Pen-and-Paper-Spielleiter zu ersetzen, der am Ende einer Spielsession Erfahrungspunkte verteilt, vergibt Bloodlines seine Punkte für das Erledigen von Quests und das Finden von Geheimnissen in diesen, nicht etwa für das Besiegen von Gegnern. Leider auch nicht für das erfolgreiche Hacken von Computern oder Knacken von Schlössern, das ich aus den neueren Fallout-Teilen gewohnt bin. Letztlich leistet Troika so hervorragende Arbeit mit der Geschichte von Bloodlines, dass sie sich nahtlos in die Spiel- und Romanwelt von White Wolf einfügt und vom Publisher offiziell als Canon und Prequel ihrer Bücher anerkannt wird. Mit einer anfänglichen Belegschaft von lediglich 5 Leuten im Team, die bis zum Release auf 32 anwachsen würde, beginnt die Entwicklung von Vampire the Masquerade Bloodlines im Oktober 2001. Und damit auch all das Unheil, das damit einhergeht. Die Leute bei Troika hatten zuvor schon Rollenspiele gemacht, galten teilweise als Koryphäen auf ihrem Gebiet. Doch das hier würde ihr erstes Action-RPG werden. Eine völlig andere Hausnummer. Ihr ganzer Arbeitsprozess muss umgekrempelt werden. Sie brauchen mehr Ordnung und Struktur. Alles, das sie tun, muss nicht nur von Lizenzgeber White Wolf abgesegnet werden, sondern auch vom Publisher Activision. Eigentlich genau das, was die 3 Gründer mit Troika hatten vermeiden wollen, doch die Realität holt sie spätestens jetzt ein. Denn all das waren geradezu lachhafte Probleme im Angesicht der Katastrophe, die sie einerseits gerettet hatte, über die nächsten Jahre hinweg aber auch maßgeblich zu ihrem Untergang beitragen wird. Yo, I need a hardcore, massively bionic, two-fisted Yojimbo for a supersized skull. Straight up $100 million movie gangster. You still with me? Valves Source Engine zu benutzen, noch vor ihrer Veröffentlichung, ist ein Privileg. Ein gehöriger Vorsprung vor dem ganzen Rest der Branche. Bereits vor all diesen Ereignissen ist Troika sich bewusst, dass sie mit der Zeit gehen und das nächste Spiel in 3 Dimensionen umsetzen müssen. Doch viele Variablen sind noch ungewiss. Welche Engine würden sie nutzen? Kauften sie eine oder bauten sie selbst eine? War eine First- oder Third-Person-Perspektive besser? Zu der Zeit lädt Scott Lynch sie nach Seattle zu Valve ein, um sich Half-Life 2 Source Engine anzusehen. Und mit einem Schlag sind sämtliche Ungewissheiten verflogen. Die Gesichtsanimation, die Physik und der generelle umwerfende Look von Valves Engine sind überwältigend. Sofort ist klar, diese Engine brauchen sie für Troikas erstes First-Person-Rollenspiel. Es gibt keine bessere Möglichkeit als die Ego-Perspektive, um den Spieler hautnah ins Spiel zu versetzen. Viele im Team erinnern sich noch wohlwollend an Ultima Underworld zurück und beschließen, dass es an der Zeit ist, diese Rollenspielwurzeln wieder aufleben zu lassen. Gerade die Gesichtsanimationen hatten es den Entwicklern angetan. Mit dem Tool FacePoser wurden Lippensynchronisation und Gesichtsanimation zum Kinderspiel und ermöglichen eine völlig neue Welt an Ausdrücken und Gesten. Troika kann gar nicht fassen, wie lebensecht die Interaktion mit ihren NPCs plötzlich ist. Und dieselbe Reaktion sehen sie bei Präsentationen auf der E3. Endlich sind die Zeiten Geschichte, in denen man im Textfenster beschreiben muss, was jemand tut. Dieses Level an Animation und Interaktion in Verbindung mit den nun obligatorischen Sprechern haucht Troikas ohnehin schon starken NPCs auch noch den letzten Funken individueller Persönlichkeit ein. Es ist ein Riesensprung von den kleinen, spärlich animierten Charakteren der isometrischen Spielwelten. Es ist auch ein Fortschritt, dass wir nun visuell mit allen anderen Spielen konkurrieren können, unabhängig vom Genre. Die nicht für möglich gehaltenen Möglichkeiten der Source Engine lenken das Team völlig von den Einschränkungen ab, denen sie sich mit der bestehenden Lizenz unterwerfen müssen. Ideen streuen in alle Richtungen, auch was das Nutzen der Physik angeht, die Half-Life 2 mit eben dieser Engine im Videospielebereich revolutionieren würde. Einstürzende Türme, Monster, die Leichen auf den Spieler schleudern und deutlich mehr Abwechslung als das Durchspielen der immer gleichen vorprogrammierten Todesanimationen. Auch kann man sich die beweglichen Objekte in der Umgebung im Kampf zunutze machen. So sehr es aber auch danach klingt, die Source Engine ist noch nicht perfekt. Sie ist ja auch noch nicht final fertiggestellt. Eine Work in Progress.
Troika muss in vielen Instanzen also selbst Hand anlegen und fehlende Elemente hineinprogrammieren, allen voran ein stimmungsvolleres Belichtungssystem. Die düstere Vampire-Welt braucht starke Kontraste in den Nachtsequenzen, muss aber auch in den gut beleuchteten Innenraumszenen funktionieren, ohne Atmosphäre einzubüßen. Auch das Partikelsystem für die Spezialeffekte beim Einsatz von Vampirfähigkeiten ist hausgemacht, ebenso das Flattern und Bewegen von Kleidungsstücken. Darüber hinaus müssen noch alle anderen Elemente implementiert werden, die in einer Engine fehlen, die auf einen First-Person-Shooter ausgelegt ist. Schleichen, komplexe Dialogsysteme und die speziellen Vampireigenheiten. Die Engine stellt Troika vor eine Menge Arbeit, doch bietet sie auch so viele Möglichkeiten, dass die Gesichter der leidenschaftlichen Entwickler mehrfach am Tag begeistert aufleuchten, wenn sie wieder etwas Neues darin entdecken. Tim Kaine, der später zum Projekt hinzustößt, ist ebenfalls begeistert. Nur innerhalb eines Nachmittags erstellt er eine funktionierende Version von fliegenden Kreaturen, weil alles, das er braucht, griffbereit ist. Mit Vampire beweist Troika, dass die Source Engine über die Welt der Ego-Shooter hinausgehen kann. Das Charaktersystem, die Rendering-Fähigkeiten und die kontextbezogenen KI-Funktionen von Source in Kombination mit dem erfahrenen RPG-Design-Talent von Troika sind ein großartiges Beispiel für die Innovation, die wir mit dieser Technologie ermöglichen möchten. Wenn wir diese bahnbrechende Technologie nutzen wollten, mussten wir etwas Außergewöhnliches damit machen. Dann kam Activision mit der Lizenz für Vampire the Masquerade ins Spiel und wir wussten, wo wir hin wollten. Doch so schön die Präsentation auch war, so unendlich die Möglichkeiten, so vielseitig sind auch die Probleme. Troika arbeitet mit ihnen unbekanntem Code, völlig neuen Werkzeugen und muss immer wieder fehlende Elemente der unfertigen Engine kompensieren. Die KI, die in der fertigen Version der Source Engine enthalten sein wird, existiert noch nicht und Troikas eigenes System arbeitet nur unsauber im Umfeld der Engine. Eine Engine, die in ihrer eigenen Entwicklung ständig verändert und abgedatet wird, was Troikas Entwicklung immer wieder aufs Neue zerschießt und sie von vorne beginnen lässt. Nicht selten wird Arbeit doppelt oder dreifach erledigt. Beispielsweise werden die Vampirkräfte und Waffenmechaniken erst im späteren Verlauf entworfen werden und mit ihnen zuvor erstellte Abschnitte nicht mehr funktionieren. Das Zusammenführen dauert Monate. Es gibt keine ausreichende Dokumentation und die Support-Techniker, die Troika zugeteilt werden, sind schwer beschäftigt und häufig überhaupt nicht erreichbar. Valve hat die Mittel, die eigene Technologie nach Belieben zu verbessern, Überholtes auszutauschen und an der Perfektion zu schrauben. Troika hingegen kämpft mit ihrem kleinen Studio um ihre Vision, die Einhaltung ihrer Verträge und letztlich auch ums Überleben. Im Oktober 2003 wird dann auch noch der Quellcode von Half-Life 2 gestohlen und aus Sicherheitsgründen überarbeitet Valve ein weiteres Mal alles, auch wenn das eine weitere Verschiebung des Releases zur Folge hat. Activision derweil wird ungeduldig. Während Valve der Welt ein perfektes Spiel präsentieren möchte, ist Activision lediglich daran gelegen, Geld zu verdienen. Geld, das stattdessen Monat für Monat in Troika versinkt. Nach ihrer offiziellen Ankündigung von Bloodlines nur 5 Monate zuvor auf der E3 mit einem geplanten Release-Termin in 2004 sorgt Valves Implementierung von neuen Sicherheitsfunktionen zu einer unweigerlichen Verschiebung auf 2005. Denn im Kleingedruckten des Vertrags zwischen Activision und Valve steht geschrieben, dass Bloodlines nicht vor Half-Life 2 erscheinen darf. Valve will die Ära ihrer neuen Engine mit ihrem eigenen Spiel einleiten. In Bloodlines schließt du dich einem auswählbaren Vampir-Clan an. Jeder kommt mit besonderen Eigenheiten und Fähigkeiten daher. Diesen wählst du entweder selbst aus oder lässt das Spiel anhand eines Fragenkatalogs die vermeintlich beste Wahl für dich treffen. Brujah sind hervorragende Kämpfer, weshalb sie von anderen Vampiren gern als Schläger angesehen werden. Gangrel sind wilde Einzelgänger, die mit ihrer animalischen Seite im Einklang leben und im Faustkampf überzeugen. Malkavian sind das mit Wahnsinn geschlagene Vampirgeschlecht und die verschiedenen wirren Stimmen in ihren Köpfen dringen durchgängig nach draußen. Nosferatu sind entstellte Monster, die sich dadurch um jeden Preis von Menschen fernhalten müssen. Entsprechend haben sie ausgeprägte Schleichfähigkeiten. Toreador ist die Twilight-Fraktion von Bloodlines mit den Reichen und Schönen der Vampire, die auch den meisten Kontakt zur Menschenwelt pflegen, weshalb ihre sozialen Attribute unübertrefflich sind. Tremere entstehen durch mystische Rituale und gelten als die Blutzauberer der Vampire, was ihnen unter ihresgleichen enormes Misstrauen beschert.
Ventrue ist gleichbedeutend mit Vampiraristokratie. Sie verstehen sich darauf, andere zu kontrollieren und ihre Interessen durchzusetzen. Die Wahl des Geschlechts kommt allenfalls beim Verführen zum Einsatz, sofern du dich nicht dem Nosferatu-Clan anschließt und völlig entstellt wirst. Bei der Wahl der Charaktergeschichte sind die Auswirkungen schon weitreichender, da man einen Bonus auf bestimmte Werte erhalten kann, im Austausch aber auch einen negativen Effekt auf andere hinnehmen muss. Eine Fusion aus den Vorteilen und Schwächen des White Wolf-Systems. Diese Werte lassen sich dann in den Details feintunen, die Troika sehr nah an den Vorlagen aus dem Tabletop-Spiel belassen hat. Attribute und Fähigkeiten haben Auswirkungen auf die Begabung, die letztlich über Erfolg oder Fehlschlag beim Durchführen von Aktionen oder Handlungen im Spiel entscheiden. Für gute Fernkampfwerte muss man beispielsweise sowohl eine gute Wahrnehmung mitbringen, als auch geübt sein im Umgang mit Schusswaffen. Die Disziplinen sind clanspezifische Fähigkeiten, die man durch den Einsatz von Punkten ebenfalls verbessern kann, während Verbesserungen aber mit jeder Stufe sowie mit dem Spielstart dann mehr Punkte erfordern. Ob man sich spezialisieren oder lieber generalisieren möchte, muss also früh überlegt sein. Eine Szene und auch die einzige im gesamten Spiel, die für die deutsche Version entfernt wird. Danke USK! Vampire the Masquerade Bloodlines baut frei auf Spielgerüsten auf, die Deus Ex und System Shock kurz zuvor etabliert haben. Erreicht mit seinem Storytelling aber Sphären, die man bis dahin und in vielerlei Hinsicht auch bis heute nicht gesehen hat. Troika begann mit dem Entwurf einer Geschichte, maßgeblich basierend auf Andersons gründlicher Recherche. Doch der White Wolf Verlag lehnte den Vorschlag ab und verbot ihnen die Nutzung von Kane, dem der Legende nach ersten aller Vampire, der von Gott mit diesem Fluch belegt wurde, als er seinen Bruder Abel tötet. Troika überarbeitet ihre Story also entsprechend, bis White Wolf beschließt, ihre laufende Serie an Büchern 2004 mit Gehenna enden zu lassen, dem Ende der Welt, um mit dem Reboot Chronicles of Darkness an den Start zu gehen. Aufgrund dieser Entwicklung können sie Troika nun nahezu freie Hand mit ihrer Geschichte lassen, was die Entwickler dazu bewegt, ihre beiden Storyentwürfe zu fusionieren. Richtig in Fahrt kommt die Geschichte von Bloodlines aber erst rund ein Jahr nach Beginn der Produktion mit dem Einstellen von Brian Mitsoda. Auch er stammt ursprünglich von Interplay, wo er Spieletester für unter anderem Planescape Torment und Icewind Dale war. Bis er endlich, wie geplant, seine Chance zum Schreiben bekommt. Sein erstes Projekt Torn bei Interplays Studio Black Isle, die auch für die ersten beiden Fallout-Spiele verantwortlich sind, wird nach einem Jahr gecancelt und Mitsoda wechselt zu Troika, um an Bloodlines zu schreiben. Er fühlt sich auf Anhieb wohl, denn entgegen der Dungeons & Dragons Lizenzen bei Black Isle entfernt man sich in diesem Projekt nicht nur von der klassischen Fantasy, sondern auch vom klaren Schwarz-Weiß-Denken. Was mir an Vampire gefallen hat, war, dass es die reale Welt war. Es war diese Art versteckte dunkle Seite der Welt und dass man darin keine Heldencharaktere spielt. Man spielt ein Monster. Und das ist für mich schon anders als jedes andere RPG da draußen. Mitsoda hat nicht viel, mit dem er arbeiten kann. Es gibt einige vorläufige Entwürfe, ein paar Levels, aber vieles wird überarbeitet und speziell beim Design fängt man von Grund auf neu an. Dadurch laufen neben Mitsoda auch viele neue Gesichter durch die Büros und eine spannende Zeit beginnt, die zu gleichen Teilen von Enthusiasmus und Naivität befeuert wird. Doch trotz all der neuen Leute ist das Team immer noch überschaubar genug, um Komplikationen in der Abstimmung zu vermeiden. Es gibt die etablierten Plotideen. Ein neuer Vampirprinz übernimmt die Stadt, eine Gruppe von Anarchen ist verärgert darüber, Jack und der Sarg sind von elementarer Wichtigkeit und alles steht mit Gehenna in Verbindung. Nun liegt es an den Designern, alles mit den Hubs und Leveln zu verknüpfen. Und mit Designern ist auch Autor Mitsoda gemeint, denn wie in der Jobbeschreibung erwähnt, hat bei Troika niemand nur seinen einen Job. Das verhindert ein teilweise wochenlanges, in der Industrie nicht unübliches Warten von fokussierten Spezialisten auf alles, das sie brauchen, um endlich weiterarbeiten zu können. Und diese Flexibilität ist auch gut so, denn laut Mitsoda hängen die Dialoge eng mit dem Design zusammen, da sich gute Gespräche auch aus dem Kennen der Umgebung und Atmosphäre ergeben. Man muss wissen, wo die einzelnen Rollen hinführen und welche Auswirkungen Quests und andere Charaktere haben können.
Mitsoda erarbeitet sich genug Vertrauen, um mit dem Schreiben der meisten Charaktere und ihrer Dialoge betraut zu werden, was der Kontinuität zugutekommt. Auch wenn die Arbeit in Excel erledigt wird, wie auch schon bei Arcanum. Aufgrund seiner erwiesenen Fähigkeiten und wahrscheinlich auch des Zeitdrucks gibt man ihm kreative Freiheit mit Charakteren und Quests und nur äußerst selten muss er seine Ideen vor anderen verteidigen. Als ich mich für das Projekt entschied, hatten einige der Figuren bereits Namen und es gab einige Überlegungen dazu, welche Rolle sie in der Geschichte spielen sollten. Aber die meisten entwickelten sich erst während der Dialogphase. Die einzigen Figuren, die nicht von Troika geschaffen wurden, waren Smiling Jack und Beckett. Mitsoda schreibt über 70 verschiedene Charaktere, darunter auch die wichtigsten und markantesten, wie Lacroix, Gary, Jeanette und Therese, Nines und natürlich Chunk nicht zu vergessen. Do you need any security? Well, you just ring the front desk and ask for Officer Chunk. That's me, in case you were wondering. Seine Kollegen TJ Perillo und Chad Moore teilen sich die Arbeit am spärlichen Rest. Viele der Charaktere entstehen aus der Notwendigkeit heraus. Spiele brauchen NPCs, um ein Problem darzustellen, ein Hindernis zu erzeugen oder eine Quest auszugeben. In zu vielen Spielen wurde Mitsodas Immersion aber bereits gebrochen, wenn Charaktere wie ein automatisierter Quest-Kiosk stumpf von sich geben, dass du X tun sollst und sie dir dann Y dafür geben. Sein Bestreben ist es, Charaktere natürlich wirken zu lassen. Wenn du mitten in der Nacht in den Hinterstraßen von LA auf jemanden zuläufst, wird der dich auch nicht freundlich grüßen, sondern wissen wollen, wer zur Hölle du bist. Oder es sind Charaktere, die dich bereits erwarten und mehr zu wissen scheinen, als sie zugeben möchten. Oder du interessierst sie einfach nicht. Ich mag es nicht, wenn meine NPCs nur herumstehen, als würde ihr Leben erst beginnen, wenn der Charakter mit ihnen spricht und enden, wenn der Spieler sie verlässt. Charaktere sind aus ihrer Perspektive die Protagonisten ihres eigenen Spiels. Die zentralen Hauptcharaktere verdienen ein besonderes Augenmerk, denn dadurch, dass der Spieler mehrfach zu verschiedenen Zeitpunkten mit ihnen spricht, muss auch seine Entwicklung im Dialog zu merken sein, basierend auf vorangegangenen Interaktionen oder vollzogenen Handlungen in der Spielwelt. Was aber nicht bedeuten soll, dass NPCs, mit denen man nur einmal spricht, weniger Aufmerksamkeit verdienen. Gerade die müssen auf Anhieb überzeugen und mit ihrer Einzigartigkeit im Gedächtnis bleiben, um nicht doch noch zur einfachen Quest-Haltestelle zu werden. Es geht lediglich darum, sich ein wenig mehr Mühe zu geben, darüber nachzudenken, wer die Figur ist, was sie will, was sie von dem Spieler hält, warum sie herumsteht und wie sie den Spieler einschätzt oder zu ihrem Vorteil nutzen will. Die Szenerie bei Nacht hilft aber enorm beim Schreiben, denn sie grenzt vieles ein. Natürlich muss man tendenziell auch weniger Charaktere schreiben und erstellen, weil nachts weniger los ist. Aber es hilft auch beim Entwerfen neuer NPCs. Man stellt sich die Frage, wer in tiefster Nacht noch am Strand unterwegs ist. Was für Menschen nachts in der Klinik arbeiten und welche Rolle sie in der Welt von Bloodlines erfüllen können. Doch mit dem Niederschreiben der Sätze ist es nicht getan, denn durch den großen Fokus auf die Gesichtsanimation würde jeder Charakter auch vertont werden. Das erfordert beim Schreiben eine präzise Herangehensweise, die auf eine Darbietung ausgelegt ist, auf einen Gesprächsfluss im Dialog, entgegen dem damaligen Industriestandard, Texte einfach nur zum Vorlesen zu schreiben. Enorm dabei hilft, dass Mitsoda und seine Schreibkollegen mit einem weiteren Job betraut werden und am Einsprechprozess teilhaben. Sie sind vor Ort im Tonstudio und geben Darstellern sowie der Regisseurin Margaret Tang Kontext. Die ihm dargebotenen Freiheiten machen seine Anstellung bei Troika zu dem besten ersten Projekt, das Mitsoda sich hätte wünschen können. Zum ersten Projekt, das es bis zum Release schafft zumindest, wenn auch nur knapp. Aufgrund der bereits sehr erwachsenen Thematik muss er sich sprachlich nicht zurückhalten. Er kann sowohl Comedy als auch Tragödien, Dramen und völlig Abgedrehtes schreiben und alles greift zusammen in ein und demselben Spiel. Das Zusammengreifen birgt aber seine ganz eigenen Herausforderungen, da die Anzahl der Verzweigungen und abweichenden Handlungsstränge geradezu aberwitzig ist. Nahezu jede Aufgabe kann durch eine Vielzahl von Möglichkeiten bewältigt werden. Man kann sie diplomatisch lösen, jemanden verführen, Gegner mit Magie austricksen, sich mit purer Gewalt durchschnetzeln oder Computer hacken, um sich lieber hindurchzuschleichen. Da nahezu jeder im Spiel tötbar ist, entscheidest du über Leben und Tod, über Erfolg und Niederlage und alles geht mit seinen ganz eigenen Dialogen einher. Davon abgesehen ist es dem Team wichtig, diese Nicht-Linearität zu vermitteln, indem man den Spieler seinen eigenen Motivationen überlässt, warum er bestimmten Quests nachgeht.
Hauptmissionen beispielsweise sind unumgänglich und können sich entsprechend schnell anfühlen, als würde man dem Spieler Entscheidungsfreiheit nehmen, da man sie ja immer machen muss. Noch schlimmer, da sie jeder machen muss. Mitsoda schafft es dennoch, Individualität in dieses Konstrukt zu bringen, indem er diverse Motivationen für die Quest offen stellt, aus denen der Spieler wählen kann. Möchtest du jemandem einen Gefallen tun, eine Schuld begleichen, jemanden hintergehen, dich selbst bereichern? Das Schlimmste ist, wenn Spieler das Gefühl haben, dass sie eine Quest absolvieren müssen, nur weil das Spiel es vorschreibt. Motivation ist extrem wichtig, um Spieler in das Spielerlebnis hineinzuziehen. Die Gründe, aus denen Spieler bestimmte Dinge tun, können ein völlig anderes Gefühl beim Spielerlebnis hervorrufen. Ein Level, auf das Mitsoda besonders stolz ist und bei dem Kritiker, Fans und ich ihm beipflichten, ist das Ocean House. Recht früh im Spiel wird man dorthin geschickt, um die paranormalen Ereignisse aufzuklären und erlebt einige der markantesten und besten Sequenzen im ganzen Spiel. Damit es aber überhaupt dazu kommen kann, muss Mitsoda seine Idee und sein Design händeringend verteidigen. Eines der wenigen Male, wo das notwendig ist. Das Problem war die Aussicht auf ein ganzes Level völlig ohne Kampfsequenzen und ein Fokus auf Grusel, der vor der Implementierung der Musik und der Soundeffekte dummerweise überhaupt nicht gruselig war. Und die sind in diesem Level essentiell, da sie den Spieler dorthin leiten, wo Mitsoda ihn haben will. In Vorbereitung recherchiert er die Techniken, die in Funhouses und Freizeitparkattraktionen wie Zurück in die Zukunft in den Universal Studios verwendet werden und leiht sich alle Geisterfilme aus, die er finden kann. Darunter Das Grauen, Bis das Blut gefriert und Shining. Weniger ist mehr. Lass den Verstand des Spielers meine Arbeit für mich erledigen. Das dachte sich vielleicht auch das restliche Team, weil es letztlich nur 1/3 des ursprünglichen Designs ins Spiel schafft. Was aber schon ausreicht, damit GameSpy es zum PC-Level des Jahres kürt. Jeanette Furman, das Covergirl von Bloodlines. Eine Kombination aus Verführung, Unfug, Tragik und Wahnsinn. Und die am häufigsten gecosplayte Figur, die ich je geschrieben habe. Die Inspiration für eine der markantesten Charaktere im Spiel, Jeanette, samt ihrer Schwester Therese, stammt von einer Ex-Freundin Mitsodas, was an sich schon sehr verstörend ist. Und entsprechend dieser Vorlage gibt es auch in Bloodlines nur eine physische Form. Therese leidet unter einer multiplen Persönlichkeitsstörung, wofür Mitsoda gründlich recherchiert hat, um ein einigermaßen akkurates Bild der Krankheit umzusetzen und damit einen der schönsten Twists im Spiel herbeizuführen, sofern man die Hinweise im Dialog übersieht. Schuldig. Thereses Geschichte ist so düster, wie man es selten in Videospielen erlebt. Von jungen Jahren an wurde sie weggesperrt und sexuell missbraucht und um mit diesen beiden kombinierten Traumata umzugehen, entwickelt sie eine Schwester. Die Jeanette-Persönlichkeit ist Thereses Gegenteil und nicht die brave, unterwürfige Tochter. Als ihr Vater eines Abends betrunken nach Hause kommt und sich an Jeanette vergreift, werden sie von Therese erwischt und in einem Anflug von Eifersucht erschießt sie den Mann. So Jeanettes Ausführung. Therese wird in eine psychiatrische Anstalt verwiesen, wo man die Jeanette-Persönlichkeit unterdrückt, bis Therese im Erwachsenenalter der Ausbruch gelingt und sie ihre Schwester wiederfindet. Wahrscheinlich durch die Verwandlung in einen Vampir des Malkavian-Clans, der Verrücktheit multipliziert. Das bildet zwei so starke Persönlichkeiten aus, dass keine Dominante benannt werden kann und keine der Schwestern realisiert, dass sie sich im selben Körper befinden. Nach dem Abschließen ihrer Quests sind deine Dialogoptionen entscheidend dafür, welche der beiden Persönlichkeiten den Streit überlebt. Es gibt sogar eine dritte Option, in der die beiden sich vertragen und zu einer fusionierten Persönlichkeit werden. Lustigerweise Tourette genannt. Man sieht und vermutet es sofort, aber es stimmt übrigens tatsächlich. Jeanette wird von Rocksteady Studios für die Neugestaltung von Harley Quinn in Arkham City genutzt. In den Konzeptzeichnungen weisen sie die Künstler an, Jeanettes Aussehen vom Hals aufwärts zu verwenden, jedoch mit skunkartigem roten und schwarzen Strähnen in ihrem Haar. Do I often pogo stick through your thoughts wearing nothing but a smile? Be honest. Or don't. Es war eine Herkulesaufgabe für die Autoren, Handlungsstränge und Dialoge für so viele Charaktere zu entwickeln, dass die Geschichte dich von Anfang an fesselt und bis zum Ende spannend bleibt. Damsel war eine meiner Lieblingsfiguren, vor allem wegen Courtney Taylors Darstellung. Sie spielte Damsel, während sie ihr ihre Stimme lieh. Damsel ist ein Seitenhieb auf Menschen, die sich hinter Bewegung stellen und sie fanatisch verteidigen, egal wie unrealistisch oder erfolglos sie auch erscheinen mögen. Moment, ist das alles? Nein, ich hatte einfach Spaß daran, eine Figur zu schreiben, die man gerne zur Weißglut treibt. That bastard!
sold us out? Kaum, dass du im dritten großen Hub Hollywood ankommst, läufst du Samantha über den Weg. Sie erkennt dich, und zwar aus deinem früheren Leben. Ein unheimlich genialer, surrealer Moment, der dich vollkommen aus der Erfahrung herausreißt, dieser abgebrühte, mächtige Vampir zu sein und dich zurück in die Realität befördert, dass es auch für den Protagonisten noch ein Leben davor gab. Mit Menschen, denen er etwas bedeutet und die sich Sorgen um ihn machen. Storytechnisch vollkommen irrelevant, außer dass man die Maskerade bricht und einen Strafpunkt dafür erhält. Aber ein so mächtiger Moment, der unterstreicht, wie genial dieses Skript und im Umkehrschluss auch dieses Spiel ist. Ebenfalls in Hollywood triffst du im Stripclub auf den attraktiven Vampir Vivi. Fans der ersten Stunde werden die örtliche VIP-Lounge aus der E3-Demo wiedererkennen, in der man da noch mit Jeanette interagieren konnte. Ihre Geschichte war noch nicht fertig, also schrieb Mitsuda sie speziell in die Demo hinein. Eine verführerische Sexbombe, die genau das Richtige für das E3-Publikum ist, um die Journalisten dazu zu bringen, gemeinsam Garsh zu sagen, rot zu werden und schüchtern zu winken. Mit dem Fertigstellen von Jeanettes Charakter und den Reaktionen der Presse im Hinterkopf war der Charakter einigen Vorgesetzten nicht mehr sexy genug. Sie wollten E3 Jeanette zurück. Um jedoch zu verhindern, dass die ganze zeitaufwendige Jeanette Therese Geschichte den Bach runtergeht, entwickelt Mitsuda mit Velvet Velour, Vivi, einen Ersatzcharakter, der essentiell dazu dient, die lauten Stimmen zu befriedigen. Buchstäblich. Ein weiterer spannender Punkt, der stark an die Geschichte von Bioshock erinnert, Jahre bevor Bioshock existiert. Prinz LaCroix ist ein primärer Auftraggeber für die meisten Hauptmissionen. Er ist ein Ventrue, der Vampirclan, der sich Vampire niederer Generation mit seinen Fähigkeiten untertan machen kann. Offensichtlich wird das im Finale, wenn er es verzweifelt bei dir versucht, es aber nicht mehr funktioniert, weil du als Vampir zu mächtig geworden bist. Was allerdings nahelegt, dass er es bis zu diesem Punkt das ganze Spiel über bereits unterschwellig getan hat. Das erklärt auch, warum es sich nicht vermeiden lässt, für ihn zu arbeiten, obwohl seine Persönlichkeit einen mit wehenden Fahnen in die Arme der anderen Fraktionen treibt. Trotz all dieser Highlights kann aber nichts den kompletten Spieldurchlauf als Malkavian toppen. Viele Spieler von Fallout oder Arcanum schwärmen kichernd davon, einen Charakter mit extrem niedrigen oder nicht existenten Intelligenzwerten zu spielen. Der Malkavian ist eine ähnliche Variation in Bloodlines, nur dass sie einen weniger behindert. Sie hat einen einzigen Nachteil: sie ruiniert vollkommen den Spaß an sämtlichen anderen Clans. Während die Clanauswahl herkömmlich zu vereinzelten, einzigartigen Dialogoptionen führt, sind bei Malkavian ohne Ausnahme sämtliche Auswahlmöglichkeiten auf die vollkommene Verrücktheit des Charakters gemünzt. Ich hatte mit nichts in diesem Spiel so viel Spaß wie beim Lesen dieser brillanten Ergüsse, auch wenn die Verrücktheit teilweise derart ausartet, dass man gar nicht so recht begreift, welche normale Dialogoption damit kaschiert wird. Was in meinem Durchlauf auch ungeplanterweise den Tod von Jeanette zur Folge hat. Die wirre Verrücktheit der Texte ist auch kaum verwunderlich, da Brian Mitsuda sie stets als letztes schrieb, gebeutelt von Zeitdruck, Schlafmangel, Überarbeitung und anderen ungesunden Gemütszuständen. Sein Ziel war es, Verrücktheit zu illustrieren, ohne zu Looney Tunes zu werden, ohne den Charakter einfach nur verrückt zu machen. Er orientiert sich am Quellmaterial und der darin vermerkten Gabe, Ausschnitte der Vergangenheit oder Zukunft sehen zu können. Vergleichbar mit einer Person, die eine übernatürliche Wahrnehmung hat und sich nicht erklären kann, woher sie gewisse Dinge weiß. Der Malkavian soll nicht einfach nur überdreht und bekloppt sein. Er soll sich wirklich wie jemand anfühlen, der dir Unbehagen bereiten würde, wenn er sich mit dir unterhält. Oder vor dir mit seinen anderen Stimmen. Cemetery runoff congealing at the door. My flame shrouded and the moon is melting. Menschen neigen dazu, Wahnsinn komisch zu finden. Und ich wollte versuchen, mich in jemanden hineinzuversetzen, der keine Impulskontrolle und keine rationalen Denkmuster hat. Sicher, manchmal sagen solche Menschen Dinge, die amüsant sind. Aber wenn man tatsächlich mit jemandem spricht, der wie ein Malkavian redet, denkt man vielleicht zuerst, dass er seltsam ist oder einen auf den Arm nimmt. Dann wird einem etwas unheimlich und schließlich versucht man einen Weg zu finden, um aus dem Gespräch herauszukommen, weil man keine Ahnung hat, wozu diese Person fähig ist. Es ist, wie mit nahezu allen Elementen des Spiels, mehr Arbeit als vermutet. Aber Mitsuda genießt die Abwechslung. Die Dialog-Excel-Tabelle erhält eine zusätzliche Spalte mit dem alternativen, verrückten Text. Manchmal gibt es sogar eine zusätzliche Option.
An und für sich nicht zu anspruchsvoll, aber angesichts des Textumfangs dennoch eine Mammutaufgabe. Nichtsdestotrotz hätte das Team gerne noch mehr Malkavian-Inhalte generiert, doch irgendwann müssen sie sich ausbremsen, da es ja kein Malkavian-Spiel ist. Leider. Zeit und Ressourcen sind nur begrenzt verfügbar, gerade in dieser Phase der Entwicklung. Es ist also wirklich Zeit, Stopp zu sagen. Die Idee, Malkavian-exklusive Antworten einzubauen, stammt übrigens nicht von Mitsoda, sondern von seinem Kollegen Chad Moore. Fragt man Mitsoda heute danach, was die schlimmste Erfahrung im Zusammenhang mit der Entwicklung von Bloodlines ist, bekommt man eine bittersüße Antwort. Ich habe mich zu sehr unter Druck gesetzt, zu viel zu tun und war nach Abschluss des Projekts für einige Monate völlig ausgelaugt. Ich habe ein Projekt wie Bloodlines geschrieben und dabei erkannt, dass ich für den Rest meiner Karriere wahrscheinlich nie wieder etwas wie Bloodlines schreiben würde. Obgleich Deus Ex und System Shock Troika darin zuvorgekommen sind, Rollenspielelemente in einen First-Person-Shooter zu integrieren, besteht der Entwickler darauf, die wahre Revolution im Genre herbeizuführen. Seit Jahren gibt es keine wirklichen Innovationen mehr und das Genre befindet sich kommerziell im Niedergang, da es seit einigen Jahren keine Updates für große Marken wie Baldur's Gate und Diablo mehr gibt. Bloodlines ist das erste Spiel, das das klassische RPG-Feeling mit einer Ego-Shooter-Engine kombiniert und über eine Spielmechanik verfügt, die es in einem RPG noch nie zuvor gegeben hat. Die First-Person-Ansicht ist auch immer wieder ein Thema, das aufgegriffen wird, weil es laut Leonard Boyarsky eine penibel durchdachte Entscheidung war. Allen voran will man die Immersion auf den Höhepunkt treiben, indem man die Spielwelt durch die Augen eines Vampirs sieht und von Angesicht zu Angesicht mit den NPCs reden kann, in die so viel Liebe und Arbeit geflossen ist. Ein erfreulicher Bonus ist die Dynamik, die in der Ego-Perspektive entsteht und in vielen Situationen die Spannung erhöht. Die beiden Schlüsselelemente hinter den Kräften eines Vampirs sind die Disziplinen und Bloodbuffs. Disziplinen sind clan-exklusiv und können aufgestuft werden, sodass man beispielsweise nicht nur besser in Dunkelheit sehen kann, sondern auch Auren wahrnimmt, auf höheren Stufen sogar durch Wände hindurch. Der Malkavian beispielsweise hat die Fähigkeit, sich unsichtbar zu machen, was in Schleichleveln eine immense Hilfe ist. Bloodbuffs erhöhen für kurze Zeit die 3 Hauptwerte Körperkraft, Geschick und Widerstand. Das kann im Kampf helfen, wenn Schaden und Verteidigung erhöht werden, aber auch in friedlicheren Situationen. Zum Beispiel vor verschlossenen Türen, die man auf seinem aktuellen Level noch nicht knacken kann. Sowohl Bloodbuffs als auch Disziplinen verbrauchen Blut, das entweder mit Blutkonserven aufgefüllt werden muss oder durch das Aussaugen von Menschen oder Ratten. Bei beiden Varianten sollte man aufpassen, nicht beobachtet zu werden, um die Maskerade aufrechtzuerhalten. Beim Nuckeln an Menschen ist es darüber hinaus sinnvoll, sich zu zügeln, bevor das Opfer leer getrunken ist, da es ansonsten stirbt und damit der eigene Menschlichkeitswert sinkt. Je unmenschlicher du wirst, desto höher die Chance, dass du dich deiner animalischen Seite hingibst und für ein paar Momente in unkontrollierte Raserei verfällst. Dasselbe passiert, wenn dein Vampir zu lange Hunger leiden muss. Die Entwickler selber empfehlen den Charakter nicht zu generalisieren, sondern einzelne Werte und Fähigkeiten hochzutreiben, um ein interessanteres Spielerlebnis zu haben. Denn anders als in vielen modernen Spielen mit Skilltree reichen die im Spielverlauf erhaltenen Erfahrungspunkte auch nicht annähernd aus, um alle Werte zu maximieren. Andererseits sagen die Entwickler auch, dass sie sich am Tabletop-Vorbild orientiert haben und mehr auf Dialoge als Action setzen. Und das Spiel selbst am Anfang behauptet, dass Vampire nicht viel Schaden durch Schusswaffen nehmen. Nur damit man im letzten Drittel des Spiels dann völlig aufgeschmissen ist, wenn man all seine Punkte in Verführen investiert hat und die Bosse nur besiegt, wenn man ein technisches Schlupfloch findet. Die verschiedenen Clans und ihre Vor- und Nachteile werden wahrscheinlich öfter angepasst als alle anderen Elemente des Spiels. Die Ventrur beispielsweise sollen ursprünglich nur blaues Blut trinken können, was den Spieler aber zu sehr eingeschränkt hätte. Stattdessen generiert man nun weniger Blut, wenn man etwa einen Obdachlosen aussaugt. Die Nosferatu auf der anderen Seite haben wohl den größten Nachteil, indem sie Menschen bei Augenkontakt in Panik versetzen, weshalb jeder Hub mit einer Reihe von Gullideckeln versehen ist, der ein unterirdisches Kanalisationsnetzwerk offenbart, das einen zu verschiedenen Punkten der Stadt bringt oder auch zu separaten Leveln für Sidequests.
Auch für das Wechseln zwischen den Hubs muss man auf den Untergrund setzen, denn das übliche Taxi wird einen nicht mitnehmen. Durch diese verschiedenen Begebenheiten müssen auch die Missionen auf alle Eventualitäten vorbereitet sein und erfordern mehr Zeit beim Entwickeln als ein klassisches lineares First-Person-Shooter-Level. Die Entwickler gehen dafür eine Checkliste durch. Stealth, Disziplin, Begabung und so weiter. Jedes Level muss für jeden Spielstil passen. Gibt es genug Gegner, an denen man seine Vampirkräfte anwenden und die man aussaugen kann, um den Bluthaushalt wiederherzustellen? Gibt es genug Munition, damit schießwütige Spieler das Level beenden können? Können Nahkämpfer die Gegner erreichen, ohne vorher massakriert zu werden? Gibt es genug Möglichkeiten, sich an den Gegner vorbeizuschleichen? Ist es möglich, die Spielstile zu kombinieren? Ein hervorragendes Beispiel ist gleich eine der allerersten Missionen im Spiel, die während der Entwicklung auch gerne für Pressevorführungen genutzt wird. Es gilt, gestohlenen Sprengstoff aus einem Strandhaus wieder zu beschaffen. Je nach Clan und Charakterwerten kann man die Rowdies kampflos überreden, das Diebesgut auszuhändigen. Möchte man unentdeckt bleiben, kann man sich auf die Rückseite des Hauses schleichen und dort die Sicherung herausdrehen, um einen der Rowdies alleine herauszulocken und sich die gewonnene Dunkelheit im Gebäude zunutze zu machen. Natürlich kann man aber auch immer den direkten Weg nehmen und die Action suchen. Das Design eines jeden Levels beginnt mit dem Entwerfen des Schleichpfads. Weitere, direktere Wege werden hinzugefügt, gemessen am Schwierigkeitslevel und Spielfortschritt. Dabei wird immer mit einbezogen, welche Fähigkeiten und Werkzeuge dem Spieler an diesem Punkt zur Verfügung stehen sollten. Kämpfe hingegen sind eine ganz andere Herausforderung. Das Team möchte möglichst viel aus dem Quellmaterial des Tabletop-Spiels übernehmen, das Spielerlebnis auf dem Computer aber dennoch unterhaltsam und actionreich gestalten. Probleme ergeben sich durch die gegensätzliche Natur beider Systeme. Das Tabletop-Spiel läuft rundenbasiert ab, Bloodlines spielt sich in Echtzeit. Troika will die Rollenspielelemente nicht völlig außer Acht lassen, aber auch nicht die Erwartungen des Spielers enttäuschen, die optisch einen First-Person-Shooter vor sich haben. Wenn Würfel ungesehen im Hintergrund darüber entscheiden, ob du das triffst, worauf du gerade schießt, wird das Spiel verbuggt oder kaputt wirken. Doch auch wenn man auf die Tabletop-Elemente in dieser Hinsicht verzichten muss, so finden die eigenen Attribute und Fähigkeiten doch auf andere Weise Einzug in den Echtzeitkampf, zum Beispiel bei der Höhe des verursachten Schadens. Selbst die verschiedenen spielerischen Fähigkeiten an Maus und Tastatur werden mit einbezogen. Nicht nur kann man die Schwierigkeit von Kämpfen darin beeinflussen, wie man seine Angriffe vorausplant, wem man zuerst angreift, ob man Geld in bessere Waffen oder Rüstung investiert, ob man auf Nah- oder Fernkampf setzt oder doch lieber die Vampirfähigkeiten ausprobiert. Niemand jedoch kommt um das Ausgeben von Punkten herum, sodass selbst First-Person-Shooter-Veteranen ihren Fernkampf skillen müssen, damit ihre Schusswaffen nicht verziehen, einfacher zu handhaben sind und mehr Schaden verursachen. Das kommt auch weniger talentierten Spielern zugute, die dadurch ihre Gegner weniger oft treffen müssen. Die Entscheidungen des Spielers haben einen großen Einfluss darauf, wie viel Kampf es in Bloodlines gibt. Wenn du dich dafür entschieden hast, viele Punkte in deine sozialen Fähigkeiten zu investieren, hast du zahlreiche Möglichkeiten, Kämpfe ganz zu vermeiden und sogar die Gelegenheit, dich auf verführerische Weise von deinen Opfern zu ernähren. Das gleiche gilt für die Tarnung. Wenn du einen Charakter erstellst, der sehr stark in Tarnung und Schlossknacken ist, kannst du eine ganze Reihe von Kämpfen vermeiden. Im Nahkampf merkt man das Rollen der Würfel dann aber doch etwas deutlicher, wenn der entsprechende Wert darüber entscheidet, ob die Combo klappt oder das Blocken erfolgreich ist. Das Implementieren des Nahkampf-Gameplays entpuppt sich allerdings als deutlich herausfordernder als erwartet, da speziell der Wechsel in die Third-Person-Sicht eine breite Palette an zusätzlichen Animationen für die vielen verschiedenen Waffen erfordert, gerade im Aufeinandertreffen mit anderen Nahkämpfern. Wir wollten, dass der Spieler ebenso viel nachdenken wie angreifen muss. Deshalb haben wir die KI so strukturiert, dass die Verwendung deiner Disziplinen und anderer Fähigkeiten in verschiedenen Kombinationen die effektivste und unterhaltsamste Art ist, Bloodlines zu spielen. Neben der Hauptgeschichte ermöglicht das freie Bewegen zwischen den freigeschalteten Hubs eine Vielzahl von optionalen Nebenmissionen, die dich nicht nur mit wertvollen Erfahrungspunkten belohnen, sondern auch mit großartig geschriebenen, spannenden Geschichten und tollen Charakteren, die man ansonsten verpasst. Diese und alle anderen Charaktere sind es auch, die Boyarsky und sein Team im Entwicklungsverlauf überraschen. Speziell die Anzahl, die es davon benötigt, um die große Spielwelt lebendig wirken zu lassen. Während Standard-Shooter der Zeit mit 10 bis 20 verschiedenen Charakteren und Monstern aufwarten, die ein Modell, Texturen und Animationen benötigen, blickt Troika auf eine Armee
aus über 150. Hinzu kommt die nicht unerhebliche Menge an Bossen mit ihren ganz eigenen Animationspaketen und Tricksereien, die sie detaillierter aussehen lassen, als sie tatsächlich sind. Mitten in der Entwicklung, lange vor Fertigstellung, haben sie bereits 3000 individuelle Animationen gezählt. Als Vampir ist es deine Aufgabe, die sogenannte Maskerade aufrechtzuerhalten. Der Deckmantel, unter dem sich dein Volk vor den Menschen versteckt. In bestimmten Bereichen musst du daher besonders vorsichtig sein, deine wahre Natur nicht im Beisein von Sterblichen preiszugeben. Jede Verletzung der Maskerade lässt dich einen entsprechenden Punkt verlieren und wenn du alle davon erschöpft hast, senden die Clans einen Assassinen, um dich ins Game Over zu verbannen. Einige Quests allerdings lassen dich ihre Gunst zurückgewinnen, sodass du deine Punkte wieder aufstocken kannst. Und du bist allein, hast anders als bei Redemption keine Party um dich. Troika will, dass du die Isolation spürst, die damit einhergeht, ein Vampir zu sein, der niemandem trauen kann. Denn in dieser Welt denkt jeder nur an sich. Der Ende der 50er geborene David Mulick beginnt seine Videospielkarriere bereits 1979, indem er eine Erweiterung für das Textrollenspiel Space auf dem Apple II entwickelt. 1990 produzierte er ein DuckTales-Spiel für Computer. 1995 das einzigartige, düstere Point-and-Click-Adventure I Have No Mouth and I Must Scream, das ich für dieses Video durchgespielt habe. Dieses Video. Da. Nach seiner darauf folgenden Arbeit an der Heroes of Might and Magic-Reihe engagiert Activision ihn schließlich, um an einem Echtzeitstrategiespiel mit Star Trek-Lizenz zu arbeiten. Als Star Trek Nemesis dann aber an den Kinokassen floppt und auch die Serie Star Trek Enterprise auf ihre Einstellung zugeht, beendet Activision ihre Vereinbarung mit Paramount und versetzt Mulick ins Bloodlines-Team. Der Publisher lässt die Entwicklung über ein Jahr geschehen, ohne sich aktiv einzumischen. Was dazu führt, dass Mulick bei seinem Eintreffen ein Projekt in laut eigener Aussage erbärmlichen Zustand vorfindet. Die Design- und Spielengine unfertig, technische Probleme mit dem Multiplayer-Code, erstellte Level, die wieder rausgeschmissen wurden und noch zahlreiche weitere kleine und große Katastrophen. Mulicks Job ist es, zusammen mit Troika Bloodlines wieder auf die rechte Bahn und schließlich ins Ziel zu bringen. Ungeplanterweise erfordert das aufgrund des Zustands des Projekts seine dauerhafte Anwesenheit, was eine tägliche Pendelei von rund 290 Kilometern durch den furchtbaren Los Angeles-Verkehr zur Folge hat. Er verlässt sein Haus um 7 Uhr morgens und ist selten vor 2 Uhr nachts wieder daheim. 6 Monate lang. Es war ein äußerst anstrengendes Projekt und ich war froh, als es endlich vorbei war. Activision bekommt gerade in der Schlussphase kalte Füße, da ihnen Troikas Ruf nicht entgangen ist, bis hin zum Veröffentlichungsdatum neue Funktionen in ihre Spiele einzubauen, anstelle die Zeit fürs Bugfixen zu nutzen. Eine solche Aktion bei ihren vorangegangenen Titeln soll maßgeblich für die schlechten Kritiken hinsichtlich gravierender Bugs gesorgt haben, so ein Activision-Manager. Mulick soll sicherstellen, dass zur Deadline ein fertiges Spiel bereitsteht, keines, das sich noch in Entwicklung befindet. Später irgendwann berichtete mir jemand bei Troika voller Stolz, wie sie es schafften, an einem Goldmaster eine Veränderung vorzunehmen, während der Code zum Publisher hochgeladen wurde. Als ich das hörte, entwich mein Gesichtsblut schneller, als es ein Vampir hätte aussaugen können. Jeremiah Jones' Aufgabe ist produktionsbegleitendes Testen. Erst einzelne Level, immer und immer wieder, dann das komplette Spiel soweit möglich. 12 bis 15 Stunden pro Tag schreibt er Fehlerdokumentation. Anfänglich kann keine einzige Storyline beendet werden. Animationen und Sounds fehlen noch völlig. Auch die Handlung ist erst zu 2/3 abgeschlossen und die letzten Bosskämpfe sind noch nicht für die verschiedenen Spielstile ausgearbeitet. Auch die Grafik kann selbst auf leistungsstarken Maschinen nicht überzeugen. Die Engine ist nicht an die Umgebung angepasst. Objekte fliegen unkontrolliert durch die Luft, Ragdoll-Effekte grenzen in ihrem Ausmaß am Lächerlichen. Immerhin die Technologie für die Lippensynchronität funktioniert großartig. Dafür wirkt aber der Übergang von First zu Third Person an sich klobig, was aber halb so wild ist, da der Nahkampf ohnehin noch nicht existiert. Das alles nach der Hälfte der Entwicklungsdauer. Uns wurde schnell klar, dass das hier viel Arbeit bedeuten würde. Als Jones endlich einen Stealth-Spieldurchlauf beendet, ist es bereits 4 Uhr morgens und man hatte ihn im Gebäude vergessen, sodass er es nur noch durch Auslösen des Alarms verlassen kann. Fortan übernachtet er häufig in seinem Auto, um früher mit dem Testen beginnen zu können. Tom Decker, ebenfalls ein Fallout-Veteran, beendet Mitte 2003 seine Arbeit an The Temple of Elemental Evil und wechselt rüber ins Bloodlines-Team. Als zusätzlicher Producer wird ihm eine sehr unliebsame Aufgabe zuteil. Fortan ist er zuständig für die Zeitpläne
Spielpläne und dem Verfassen eines 5- bis 10-seitigen allumfassenden Wochenberichts an Activision, die sich aus Troikas Perspektive immer mehr zum Feind entwickeln. Seinen Chefs nimmt er administrative Aufgaben ab, sodass sie sich wieder vollumfänglich ihren Stärken widmen und bei Bloodlines aushelfen können. Zusätzlich geht er mit den verschiedenen Teams in den Dialog, erfasst Probleme und versucht Lösungsansätze zu finden, während er Koordination optimiert und bei Spielerinhalten aushilft. Mit der Zuteilung von David Mulick besteht Activision auch auf ein erweitertes Zeiterfassungssystem, dessen Verantwortung man ebenfalls Decker überlässt. Er muss festhalten, wann jeder einzelne seiner Kollegen zur Arbeit kommt und wieder geht. Als ein talentierter Künstler eine Woche mit weniger als 80 Stunden einreicht, ist Activision nicht gut auf ihn zu sprechen. Auch wenn der Durchschnitt jedes einzelnen Mitarbeiters die meiste Zeit über eher an der 120-Stunden-Grenze kratzt. Das zeigt sich auch an versteckten Nachrichten einiger Entwickler im Quellcode. Ein strapaziöser Alltag, der Decker nach 15 Jahren in der Branche die Reißleine ziehen lässt. Seit 2005 arbeitete er als Director of Communications und Technology für den Santa Ana Zoo, was ich mir erheblich angenehmer vorstelle. Aber auch Mulick findet sich wiederholt zwischen den Fronten der Kreativen und der Geldgeber. Die einen wollen möglichst keine Einschnitte bei Zeit und Budget machen, die anderen wollen das nicht bezahlen. In einigen der übersandten Berichte wird ein Fortschritt gebeichtet, der kleiner ausfällt als erhofft. Widerwillig erweitert Activision den Zeitplan. Mehrfach. Mulick greift härter durch, denn ihnen bleibt nicht mehr viel Zeit, um das Spiel fertig zu bekommen. Es gilt, die losen Enden entweder sauber zu verknüpfen oder abzuschneiden. Wenn ein Level jetzt noch nicht funktioniert, egal aus welchem Grund, wird es fallen gelassen. All der Druck und das Einmischen von Activision durch die Producer heizt die Stimmung im Studio auf. Musiker Rick Shaffer erinnert sich an die Entscheidung, einen Teil des Spieldesigns gänzlich einzustellen, um die Ressourcen für relevantere Arbeiten einzusetzen. Ich glaube, eines der Probleme, die von Activision entfernt wurden, hatte etwas mit der Ästhetik und Augenfarbe einer der Vampir-Clans zu tun. Der Leadwriter feuerte einen Stuhl durch den Raum, als er hörte, dass es gestrichen wurde. Irgendwann gingen die Leute von Troika und Activision nicht mal mehr zusammen essen. Nachdem einer der zugewiesenen Activision-Producer einen bestellten Burger gegessen hatte, wurde er sehr krank. Es war so schlimm, dass er die Arbeit verlassen und nach Hause gehen musste. Und das mitten in einer wichtigen Woche mit vielen Entscheidungen. Er dachte, er könnte vergiftet worden sein. Troika war ein großartiger Platz zum Arbeiten, da sind sich die meisten Angestellten einig. Zumindest bis Activision dort eigene Leute einquartiert hatte. I have Spindler Coy runs out of minions, he will show me his face, and Gold will guide my shots through it! Ich möchte nicht zu sehr ins Detail gehen, wie einfach oder schwierig dieses Spiel war, aber ich trage jetzt Glatze. Es ist vielleicht besser, die Entwicklung von Bloodlines in Bezug auf die Nicht-Crunch-Zeit zu betrachten. Arcanum hatte etwa ein Jahr Nicht-Crunch-Zeit und Vampire etwa 1 bis 2 Monate. Bei einer Entwicklungszeit von rund 4 Jahren, wohlgemerkt. In den letzten Monaten habe ich und der Großteil des Teams praktisch im Studio gelebt. Ich kann mich nicht daran erinnern, viel geschlafen zu haben. Ich habe das Büro selten vor 2 Uhr morgens verlassen. Und wenn ich zum Abschließen kam, war Lead-Scripter Brock Hines meistens noch da. Es herrschte ein reges Treiben im Büro. Es wurden ständig E-Mails beantwortet, mit den Fäusten geschüttelt, geknurrt, hinter verschlossenen Türen gemeckert. Ich glaube, es gab sogar Drohungen mit körperlicher Gewalt aus allen Richtungen. Es war wirklich ein Todesmarsch. Es gab viel Frustration und Wut. Aber als sich die Dinge langsam zusammenfügten, hörte man nicht selten ein Wow oder Das ist verdammt cool. Und Mann, solche Momente braucht man einfach. So viele Leute waren nach dem letzten Anlauf völlig erschöpft. Ich war nach dieser ganzen Tortur ehrlich gesagt für kurze Zeit wie gelähmt. Das Beste daran war, als die Leute im Büro das Spiel spielten und ich hörte, unser Spiel ist ziemlich cool. Es war eine unglaubliche Erfahrung, die ich nie wieder machen möchte. Schließlich setzt Activision den 15. September 2004 als Deadline für den finalen Code, bevor das Spiel für 3 Wochen in die Testphase geht, die aufgrund der technischen Probleme und des Ausmaßes des Spiels bereits zu diesem Zeitpunkt enorme Kosten verschlungen hat. Danach erklärt Activision die vorliegende Version als gut genug, kann sie jedoch nicht veröffentlichen aufgrund der Vereinbarung mit Valve, Half-Life 2 den Vortritt zu lassen. Ein Deal, der sich zumindest für Troika als Segen entpuppt, die Activision ein letztes Mal überzeugen können, das Budget aufzustocken, um die Wartezeit mit zusätzlicher Entwicklung zu verbringen.
Die neue Budgetfreigabe reicht nicht aus, um das gesamte Studio zu unterhalten, aber diverse Mitarbeiter bleiben auch ohne Lohn und arbeiten auf Hochtouren an dem Spiel, an das sie fest glauben. Am Ende steht eine neue Code-Version bereit, die erneut für 3 Wochen getestet und erneut als Goldmaster freigegeben wird. Troikas Mitarbeiter sind sich sicher, dass 2 Wochen, ja sogar ein einziger zusätzlicher Tag des Bugfixens einen signifikanten Unterschied gemacht hätte. Doch Activisions Geduld und Budget für dieses Projekt ist aufgebraucht. Letzteres bereits seit einer langen Zeit. Und was man von diesen großen Publishern und ihren Praktiken auch halten mag, kann man Activision in diesem Fall kaum einen Vorwurf machen. Sie haben sogar Geld in die Entwicklung von The Temple of Elemental Evil gepumpt. Das Spiel für einen anderen Publisher, um das daran arbeitende Team möglichst schnell für Bloodlines freistellen zu können. Tim Kaine ist auch sofort bereit, in die Schlacht zu ziehen, muss aber als Buchhalter einspringen, weil die zuständige Mitarbeiterin sich in die Elternzeit verabschiedet. Leonard Boyarsky merkt man auch heute noch an, wie sehr ihn diese Zeit gebeutelt hat, wenn er in Interviews darüber spricht. Während der Entwicklung von Bloodlines hat er mit Depressionen zu kämpfen und nimmt stark zu. Nach der Firmenschließung muss er sich ein Jahr von den Folgen erholen. Er, wie auch viele andere der Beteiligten, haben ihr eigenes Spiel aufgrund der schmerzhaften Erinnerungen und ihrer verfuschten Vision bis heute nicht gespielt. I was watching somebody do a Let's Play because I'm like, I should go back and look at it. I don't think I can play it, but maybe I'll find somebody so I can just kind of skip through it and watch some of the highlights. So I want to watch somebody do a Let's Play. But he's walking through the hallway or walking through the foyer, the downstairs before you go up the stairs. And I'm just looking at it and I'm like thinking to myself, this looks so bad. It's just like there's nothing in here. The textures are, oh God. And then right at that moment, this guy goes, I just love this game so much. This game is the best game. I just love this game. He started talking about all the great things about it. He was talking about how much he loved it, how many times he played it. It was very cathartic. At the very moment where I was just like, I can't believe we shipped this guy was talking about how much fun he had with it. Where when we got together and we made stuff, there was a spark there. There was this weird alchemy of like our enthusiasm and our personalities and wanting to make this stuff and wanting to make it really deep and really good. That I think really comes across to people. Even when we failed, I feel like the passion comes through. Heute verschwimmt das meiste irgendwie vor meinen Augen. Fast die komplette Entwicklung belastete sowohl unsere Gesundheit als auch Beziehung massiv. Diese ganze Entwicklung war dermaßen schmerzhaft, ich kann da keinen Zeitraum als besonders schlimm hervorheben. Wir waren einfach nur noch müde. Wenn ein Spiel versucht, alles zu bieten, wird es höchstwahrscheinlich bei den meisten Dingen scheitern. Das liegt zum großen Teil daran, dass Designer, mich eingeschlossen, sich zu hohe Ziele setzen. Manchmal ist es auch darauf zurückzuführen, dass dem Publisher zu viel versprochen wird. Die Anpassung einer Spielmechanik an eine andere Benutzeroberfläche, wie zum Beispiel Schleichen und Nahkampf, die in einem Ego-Shooter ganz andere Herausforderungen in Bezug auf Animation, Design und KI mit sich bringen. Und die Unterschätzung des Zeitaufwands für die Prototypenentwicklung und Verfeinerung dieser Systeme können zu Problemen führen. Auch die einfache Weigerung, Inhalte zu kürzen oder zu sperren, ist ein Grund für einen aufgeblähten Umfang. Ich glaube, dass Bloodlines unter all diesen Problemen litt, aber trotz seiner Mängel haben wir meiner Meinung nach einige Dinge außerordentlich gut gemacht. Wenn ich heute etwas zu sagen habe, eliminiere ich alles, was meiner Meinung nach nicht in der vorgesehenen Zeit fertiggestellt werden kann. Designer sollten nicht nur kürzen, um Zeit für die Feinabstimmung zu gewinnen, sondern auch, weil es am Ende viel Arbeit für alle anderen im Team bedeutet. Leider habe ich die Erfahrung gemacht, dass zu viele Menschen in der Spielebranche diese Lektion nicht lernen können. Bei RPG ist das besonders schlimm, da Publisher und Fans die Erwartung haben, dass das Spiel 50 bis 1 Million Stunden lang sein sollte, was fast unmöglich zu polieren ist. Wir haben vielleicht zu lange gewisse Ideen verfolgt, die wir schon viel eher hätten verwerfen müssen. Elemente der Entwicklung, die nicht hätten sein müssen und ebenfalls Zeit und Geld gekostet haben, sind diverse Easter Eggs, Anspielungen und Witze, bei denen sich die Fans aber einig sind, dass man auf die unter keinen Umständen hätte verzichten sollen. Nicht zuletzt, weil auch sie Bloodlines selbst mit all seinen Fehlern und Schwächen zu etwas ganz Besonderem machen. So entdeckt man zu Beginn des Spiels in Santa Monica die junge, dünnblütige Rosa, die man überreden kann, für ein paar Dollar in die verwirrende Zukunft zu blicken. Ihre stammelnden Prophezeiungen sind Spoiler, teilweise selbst für das Finale des Spiels. Auch durchbricht sie die 4. Wand, wenn sie sagt, ob du das Spiel gewinnst oder nicht, spielt keine Rolle. Es kommt darauf an, ob du es gekauft hast. Die Itembeschreibung der Feueraxt besagt,
Wahrlich eine Waffe für Verrückte. Wer sonst würde Feuer mit einer Klinge bekämpfen? Der Bluescreen in Hollywoods Kanalisation besagt, dass du in Panik verfallen und dich in dein Happy Place zurückziehen sollst, neben weiteren amüsanten Sätzen. In Downtown kannst du das zweite Opfer des herumstreifenden Serienkillers entdecken. Wenn du seinen abgetrennten Kopf in den Basketballkorb wirfst, wird man dir dafür applaudieren. LaCroix beauftragt dich damit, einen Restaurantkritiker in Hollywood zu manipulieren. Als Malkavian kannst du ihn davon überzeugen, dass er Maden ist. Das ist eine Anspielung auf The Lost Boys, ein Film, in dem eine Gruppe junger Vampire einen Mann davon überzeugen, dass der Reis, den er isst, in Wahrheit Maden sind. Führt man den Dialog weiter, kann man sogar die Option auswählen, kam mal in einem Film vor. Auf Hollywoods Friedhof triffst du den Vampir Romero, der sich für ein paar Minuten entschuldigt und dich damit beauftragt, die erscheinenden Zombies in Schach zu halten. Eine mehr als offensichtliche Anspielung auf George A. Romero, Regisseur von Die Nacht der lebenden Toten. Der Nosferatu-Hacker Mitnick hingegen ist nach Kevin Mitnick benannt, einem der bekanntesten verurteilten Hacker der 90er. Das von ihm aufgesetzte Netzwerk ShrekNet spielt auf den deutschen Schauspieler Max Schreck an, der im 1922er Film Nosferatu den namensgebenden Vampir spielte, auf dessen Outfit das Erscheinungsbild des gesamten Clans aufbaut. Hollywoods Red Spot ist eine Hommage auf den Supermarkt Pink Dot auf dem Sunset Strip in West Hollywood. Und die Skyline Apartments sind weniger ein Easter Egg als der Flüchtigkeitsfehler eines Designers, der dem Gebäude von außen 4 Stockwerke, von innen allerdings 7 zuordnet. Neben dem Stoppschild kannst du dich als Malkavian auch mit dem laufenden Fernseher unterhalten, was eine wahre Wonne ist. Vor allem, weil man deutlich Autor Brian Mitsoda heraushört, der seine Stimme unter anderem auch einigen Anrufern in der hörbaren Radioshow leiht. Bottom in Italy. Ah, l'Italia bella. Parlate italiano? Yes. Arrivederci, Vigo. Schaltet man später ins reguläre Programm ein, wird man in den Nachrichten vom Zusammenbruch der EU hören, einem der Gründe für den Nuklearkrieg in Fallout. A shootout at a popular Chinatown underground club tonight left several dead and wounded after shots were exchanged between a local gang and you. In seiner Arbeit weitestgehend separiert vom Rest des Teams ist Komponist Rick Sheffer auch nicht im direkten Kontakt mit dem Stress und dem Ärger, den das Spiel auf so vielen Ebenen verursacht. Er kann Vampire the Masquerade Bloodlines in vollen Zügen genießen. Es ist das prägendste und wichtigste Projekt in seiner professionellen Karriere. Er verarbeitet seine eigenen Erlebnisse in der Musik fürs Spiel. Jahre zuvor steht Sheffer vor dem Abgrund, ist nach diversen Entziehungskuren immer noch drogenabhängig. Erst 4 Monate im Gefängnis helfen ihm, clean zu werden, doch bis dahin hat er bereits alles verloren. Er schläft wochenlang in seinem Wagen, hat, wenn es hochkommt, $15 in den Taschen. Dann wechselt er auf die Couch eines befreundeten Drummers und beginnt seine Depression in Musik zu verarbeiten. Dieser seelische Tiefpunkt formt den Soundtrack von Bloodlines. Den ersten Song, den er nach seiner Freilassung schreibt, ist der Beginn des Hollywood-Themes. Er ist düster und traurig, aber auch voller Hoffnung und fängt Sheffers Erlebnisse so perfekt und vollumfänglich ein, dass es bis heute sein liebstes Werk ist. Seine späteren Kollegen bei Troika haben nicht denselben Kontext, als er ihnen das Hollywood-Theme vorspielt, doch als er fertig ist und aufblickt, schaut er in strahlende Gesichter. Das Studio überträgt ihm die Verantwortung, den Soundtrack zu erstellen und lässt ihm dabei völlig freie Hand. Es war, als hätte meine Musik endlich ein Zuhause gefunden. Troikas einziger Wunsch ist die Integration des Songs Angel von Massive Attack, das die ganze Zeit als Platzhalter im Menübildschirm des Spiels läuft. Es gelingt ihnen allerdings nicht, die Rechte zu sichern, und so beauftragen sie Sheffer damit, etwas Ähnliches zu komponieren. Später im Entwicklungsprozess übernimmt Activision die Lizenzierung zusätzlicher Musik ohne die Involvierung von Troika. Ich dachte an mein früheres Leben als Abhängiger, der jeden Tag seinen Fix benötigt, jemanden, der alles verloren hat und Depressionen leidet. Ein Vampir, so schien es mir, wäre in einem ähnlichen mentalen Zustand. So setzte sich alles zusammen. Doch nicht nur wegen der Musik an sich wird Sheffer das Spiel und die Arbeit daran auf ewig lieben, sondern auch wegen der angenehmen Arbeitsatmosphäre. Genau wie Tim Kaine, Leonard Boyarsky und Jason Anderson sich bei ihrer Arbeit an Arcanum fühlen, so darf es nun auch Sheffer erleben. Während andere Projekte nach allen paar Takten eine offizielle Freigabe erfordern, gibt Bloodlines ihm eine Freiheit, die so unfassbar selten und besonders ist. Und das spiegelt seine Musik auch wider.
Es gab zu viele Unterschlupfe und ich glaube, es gab Diskussionen über weitere, aber ich bin so froh, dass es bei Diskussionen geblieben ist. Obgleich Troika dafür bekannt und berüchtigt ist, bis zur letzten Minute so viel wie möglich in ihre Spiele zu stopfen, hat das Ausmaß und die Komplikationen von Bloodlines selbst sie derart überrumpelt, dass letztlich eine Menge Content entfernt oder gar nicht erst fertiggestellt wird. Selbst Inhalte, die bereits öffentlich in Interviews angepriesen werden. So auch die auswählbaren Charaktergeschichten, die Stärken und Schwächen des eigenen Vampirs tiefer definieren, gehören laut Boyarsky zu den Inhalten, die Activision zum Ende hin sicherheitshalber streichen lässt, weil sie entscheiden, dass es sich nicht mehr adäquat testen lässt. Heather Poe ist ein Nebencharakter, den man gleich zu Spielbeginn antrifft. Sie kommt mit schweren Verletzungen in die Klinik von Santa Monica. So schwer, dass ihr Zustand laut dem Computer eines Arztes kritisch ist. Der einzige Weg, sie zu retten, ist, sie von deinem Vampirblut trinken zu lassen, was sie in einen Ghoul verwandelt, der an dich gebunden ist und potenziell mit dir in deinem Apartment lebt. Doch selbst unter diesen Umständen ist ihr Tod letztlich unausweichlich. Brian Mitsoda bedauert, dass keine Zeit mehr da war, um eine angemessene finale Szene für Heather zu erstellen. Das Skript existiert bereits mit diversen Möglichkeiten, aber entsprechende Animationen oder Zwischensequenzen werden nie produziert. Auch der selbst bei Hardcore-Fans verhasste Kanalisationsabschnitt ist nicht die finale Version, die Troika herausgeben will. Sie mögen sie selber nicht und wissen, dass sie geändert werden müsste. Aber es ist einer der Abschnitte, der zumindest technisch funktioniert, weshalb die Ressourcen bis zuletzt auf andere Baustellen verteilt werden. Das Gebäude gegenüber von Lacroix Turm soll die Bücherei werden, wird allerdings bereits früh in der Entwicklung entfernt. Die Klassiker von Activision in der Arcade-Halle am Pier von Santa Monica sollen eigentlich spielbar sein. Der befreundete Entwickler einer anderen Firma arbeitet an einem Emulator für Activisions alte Spiele, doch der wird nie in Bloodlines integriert. Die Steuerung des Spiels wird mit Konsolen im Hinterkopf entwickelt, doch die Veröffentlichung hängt vom zunächst ausbleibenden Erfolg der PC-Fassung ab. Dass es nie zu einem Xbox-Port kommt, ärgert besonders Tim Kaine. Das wohl umfangreichste, fallengelassene Projekt innerhalb von Bloodlines ist der geplante Online-Multiplayer. Angepriesen als ultimativer Kampf zwischen Licht und Dunkelheit kann man Vampire wählen oder Vampirjäger. Zu den geplanten Modi gehören Vampire gegen Vampirjäger. Die Vampire müssen einen altertümlichen Artgenossen aus einem Sarg wiedererwecken, um zu gewinnen. Rollenspielelemente werden integriert, um Fähigkeiten und Ausrüstung zwischen den Runden abzugraden. Angelehnt an Counter-Strike spricht Tim Kaine intern von Counter-Bite. Aufgrund von herumlaufenden NPCs kann auf einigen Maps selbst die Maskerade gebrochen werden. The Chosen Blood Hunt. 2 Teams jagen einen Auserwählten, der zu fliehen versucht. Kind erinnert an Capture the Flag, wobei die Fahne durch eine Gruppe von Menschen ersetzt wird. Embrace. Die Vampire müssen 3 Menschen verwandeln. Nach dem Blutaustausch dauert es 45 Sekunden, bis die verwandelten Menschen wieder auferstehen und an der Seite der Vampire kämpfen. Die Jäger des Leopold-Ordens müssen das verhindern und sind mit speziellen Tränken ausgestattet, die die Verwandlung innerhalb des Zeitlimits aufhalten können. Auch klassische Spielmodi wie Team Deathmatch sind geplant. Die Arbeit mit Half-Life 2's Multiplayer-Code entpuppt sich aber als zu arbeitsintensiv und Troika stellt das Projekt zunächst hinten an. Damit sie sich zusätzlich auf den unfertigen Singleplayer konzentrieren können, gibt Activision die Entwicklung des Multiplayers später an ein anderes Studio ab, die etwas völlig anderes damit planen, letztlich aber ohnehin gecancelt werden. Eine Zeit wohlgemerkt, in der selbst Activision mehr Wert auf den Single- als auf den Multiplayer-Modus legt. Einige Spieler entdecken für NPCs ungenutzte Sounddateien, die darauf verweisen, dass der Charakter dem Spieler eine E-Mail schicken wird, was zusätzliche Quests vermuten lässt. Laut Mitsoda ließ man den E-Mail-Satz aber für jeden Charakter einsprechen, um auf Ergänzungen in letzter Minute vorbereitet zu sein, ohne den Sprecher ein weiteres Mal ins Studio zu zitieren. Auch Rick Schäffers Soundtrack wird nicht komplett genutzt und einige seiner Tracks schaffen es nicht ins Spiel. Was andere Kürzungen angeht, finde ich eigentlich, dass noch mehr gekürzt hätte werden sollen. Mehrere NPCs wurden vor den Aufnahmen gestrichen, zum Besten. Und ich habe eine Menge Dialoge für NPCs in der Welt geschrieben, die nie aufgenommen wurden. Nur Füllmaterial, aber trotzdem amüsant. Ich habe ein paar davon für die Radio- und Fernsehskripte wiederverwendet. Und Mercurio, wir haben eine Reihe seiner Zeilen neu aufgenommen, weil die Originale als zu vulgär empfunden wurden. Oh, und Chunk. Ich glaube, wir mussten seine Idle-Texte herausnehmen. Ich bin sicher, jemand kann das überprüfen. Aber Chunk sollte über Dinge sprechen, die er auf seinen Monitoren sah. Und dank Darren Norris, dem Synchronsprecher von Chunk, sind das vielleicht die lustigsten Zeilen im Spiel. Let's see what we got on good old camera 3. Oh, well, hello there.
I've been thinking about you, oh yeah. I want to lick you all over. Then make my way down to your creamy center and... What the... Get your hands off my Bavarian cream! Camera 78, nothing. Camera 79, nothing. Camera 80, nothing. Camera 81... Hey! Hey, it's me! Hey there, Chunk. Doing a fine job. Keep up the good work, me. Troika plant bereits Ende 2003 Erweiterungen für Bloodlines bzw. potenzielle Nachfolger. Eine Trilogie ist im Gespräch in Reaktion auf Activisions Anfrage, was man nach Abschluss der Entwicklung mit der Marke machen könnte. Der erste Nachfolger trägt den Arbeitstitel Exodus und schließt nahtlos an Bloodlines an. Du und die meisten anderen Vampire fliehen aus der Stadt, um Gehenna zu entkommen. Du landest in Barstow und musst dich sowohl mit den Jägern auf deinen Fersen auseinandersetzen, sowie mit den in Barstow lebenden Vampiren. Das dritte Spiel trägt den Namen Final Nights und spielt in Las Vegas. Ein alternatives, unfertiges Pitch-Dokument trägt den Namen Bloodhunt. Du versuchst nach Vegas zu kommen und schickst deine Ghule voraus, bevor du an einem Truckstop in der Nähe von Barstow von den Vegas-Clans angegriffen wirst in Reaktion auf deine Handlungen in Bloodlines. Die Dokumente sind vage und offen gehalten, weil Troika Spielerfeedback zu Bloodlines integrieren möchte. Doch obgleich Troika nicht dafür zuständig sein wird, soll es Nachfolger geben. Zunächst machen sich Fans an die Arbeit, um das Bloodlines-Original unter anderem optisch aufzufrischen. 2010 präsentiert die Community Bloodlines Revival, später Resurgence genannt, mit dem Ziel, das Spiel in die aktuelle Source Engine zu übertragen. Als Nebenprojekt entsteht 2014 Project Voldery mit demselben Ziel, allerdings mit Unity als Engine. Im November 2006 wird White Wolf Publishing allerdings vom isländischen EVE Online-Entwickler CCP Games aufgekauft, wodurch auch die Rechte an Vampire the Masquerade an sie übergehen. Activision hält lediglich die Rechte für das Bloodlines-Spiel. Ein neu eröffnetes amerikanisches Studio arbeitet an einem auf dem Pen-and-Paper-Ursprung basierenden MMO World of Darkness Online. Doch bis 2013 erscheinen immer wieder Nachrichtenartikel über Entlassungen. Als 2014 dann Project Voldery Schlagzeilen macht, schaltet CCP Anwälte ein und lässt den Fans eine Unterlassungsanordnung zukommen. Das Unternehmen fordert darin, die Arbeiten an der Fan-Neuauflage von Vampire the Masquerade Bloodlines mit sofortiger Wirkung einzustellen und sämtliche markenrechtlich geschützten Materialien von der Projektwebseite zu entfernen. Am 29. Oktober 2015 dann kauft der schwedische Publisher Paradox Interactive, der unter anderem auch City Skylines veröffentlicht, CCP White Wolf Publishing wieder ab. Mitsamt deren geistigem Eigentum, ihren Marken und den Rechten an World of Darkness Online. Als das Entwicklungsstudio Hardsuit Labs in Seattle von dieser Transaktion erfährt, pitchen sie Paradox ein Bloodlines-Sequel, während der Creative Director Kontakt mit Brian Mitsoda aufnimmt, der die narrative Führung übernehmen soll. Als wir als Paradox die Rechte erworben haben, sahen wir Bloodlines als das Kronjuwel. Dann kam Hardsuit Labs und hatte das perfekte Konzept mit dem ursprünglichen Autor an Bord. Alles ging viel schneller, als wir erwartet hatten. Die Arbeit an Project Frasier beginnt, ein Codename angelehnt an die in Seattle spielende Sitcom. Und Seattle spielt auch eine tragende Rolle in Bloodlines 2, das hinter Project Frasier steckt. Das Spiel ist inspiriert von Seattles Identitätskrise zwischen seiner kulturellen Vergangenheit und der unternehmensgetriebenen Zukunft. Mitsoda stellt die schottische Autorin Cara Ellison ein und beide entwickeln die 5 verschiedenen Fraktionen des Spiels auf Basis dieser Spannung. Sie wollen sich von der männlichen Machtfantasie entfernen, die Bloodlines 1 bestimmt hat, und stattdessen die emotionale Reise von jemandem erzählen, der zum Vampir wird und damit sein altes Leben zurücklassen muss. Anstelle eines vollwertigen Vampirs wie in Bloodlines spielt man nun einen dünnblütigen. Doch auch andere Änderungen heben das Spiel vom Vorgänger ab. Der Einsatz von Fähigkeiten soll noch schwerwiegender ins Gameplay einfließen, die Balance zwischen ihnen ausgeglichener werden. Das Kampfgameplay wird gehörig überarbeitet und man probiert auch einen Tag-Nacht-Zyklus einzubauen. Doch die Gefahr durch Sonnenlicht entpuppt sich als wenig spaßig, weshalb die Idee wieder fallen gelassen wird. Auch auf die Third-Person-Einlage des Originals wird verzichtet, um sich dem Spielgefühl eines Dishonored anzunähern. Am 21. März 2019 wird das Spiel öffentlich in San Francisco enthüllt und für März 2020 angekündigt, bevor es zweimal bis 2021 verschoben wird. Zusammen mit der zweiten Verschiebung im Juli 2020 werden auch Brian Mitsoda und K.I. Clooney, der Creative Director, der die Idee für das Projekt hatte, unzeremoniell entlassen. Nach 5 Jahren Arbeit.
Ihnen wird kein Grund genannt und entsprechend groß ist der Schock, da es auch keine Vorzeichen für die Entlassung gibt. Zu sagen, dass mich das schockiert hat, wäre eine Untertreibung. Ich habe fast 5 Jahre lang an Bloodlines 2 gearbeitet. Die Geschichte und die Hauptdarsteller wurden ursprünglich in meinem Wohnzimmer konzipiert. Ich habe bei der Entwicklung des Pitches für Hardsuit Labs mitgeholfen und das Projekt bei Paradox in Las Vegas vorgestellt. Ich war von Anfang an für die Erzählung verantwortlich, habe lange Tage und manchmal auch Wochenenden gearbeitet, um einen Nachfolger für Vampire the Masquerade Bloodlines zu liefern, und ich wurde nie zu der Annahme verleitet, dass ich damit keinen Erfolg gehabt hätte. Natürlich war ich auch an der PR- und Marketingarbeit beteiligt, obwohl das für mich eine der schwierigsten Bereiche war. Ich bin ein ziemlich zurückhaltender Mensch. Presse- und Menschenmengen lösen bei mir oft starke soziale Ängste aus. Falls Sie sich jemals über die Handschuhe gewundert haben, sie sind eine Rüstung, durch die ich mich in Situationen, die meine Ängste auslösen, weniger schutzlos fühle. Bloodlines und die Fangemeinde des Spiels bedeuten mir alles. Deshalb habe ich mein Vermächtnis mit dem Franchise, meinem Namen und meiner Beteiligung an den Marketingbemühungen für das Spiel eingebracht. Auch wenn es sehr schwierig war und mich mental und physisch sehr viel Kraft gekostet hat. All das habe ich getan, weil ich das Beste für das Spiel und das Team erreichen wollte. Der Stolz auf die Arbeit, die Erwartungen der Fans und die Unterstützung von Kollegen, die selbst Fans waren, haben mich durch diese langen 5 Jahre gebracht. Und ich bin unglaublich enttäuscht und frustriert, dass dies für mich das Ende des Projekts bedeutet. Auch Komponist Rick Sheffer wird für Bloodlines 2 engagiert und bekommt die Entlassung mit. Brian Mitsodas Entlassung war erschütternd. Er war die Seele des Projekts. Zuvor verzichtet man bereits darauf, den Vertrag von Chris Avellone zu verlängern, Designer bei Fallout 2 und Autor bei New Vegas. Mitte 2018 scheidet er aus dem Projekt aus und keiner seiner geschriebenen Charaktere oder Nebenmissionen wird für das Spiel verwendet. Auch in Dying Light 2 taucht er trotz seiner Arbeit darin nicht in den Credits auf, weil man ihn vor Fertigstellung gehen ließ. Grund dafür sollen Beschuldigungen sein, dass Avellone Frauen auf Industrie-Events regelmäßig betrunken macht, bevor er übergriffig wird und sie auch über Social Media mit sexuellen Nachrichten belästigt. Chris Avellone hat zu Beginn der Entwicklung des Spiels kurzzeitig mit dem Autorenteam von Bloodlines 2 zusammengearbeitet. Durch einen iterativen, kreativen Prozess ist jedoch keiner seiner Beiträge in dem Spiel erhalten geblieben, das Hardsuit Labs derzeit weiterentwickelt. Doch auch Hardsuit Labs selber wird entlassen, wie Paradox Interactive im Februar 2021 bekannt gibt. Der Publisher zieht in Erwägung, das langjährige Projekt zu canceln. Doch der britische Entwickler The Chinese Room, kurz TCR, überzeugt sie, Bloodlines 2 übernehmen zu dürfen. Interessant ist, dass auch TCR eine Verbindung zum großen Ganzen aufweist. Begannen sie ihre Karriere doch mit dem Entwickeln der beiden Half-Life-Mods Antlion Soccer und Dear Esther, bevor sie sich für die inoffizielle Amnesia-Fortsetzung A Machine for Pigs sowie das Horrorspiel Still Wakes the Deep verantwortlich zeichnen. Ihre Involvierung wird allerdings erst nach 2 Jahren im September 2023 offiziell bekannt gegeben. TCR übernimmt die Kernvision von Hardsuit Labs, passt das Projekt jedoch an seine Stärken an. Das Spiel wird mit einer neuen Codebasis sowie unterschiedlichen Spielmechaniken und RPG-Systemen neu entwickelt. Auch Brian Mitsodas Geschichte wird komplett umgekrempelt. Anstatt des dünnblütigen Protagonisten spielt man nun einen Urvampir, der nach Jahrhunderten des Schlafs erwacht. Man will das erste Bloodlines nicht mit einem schwächeren, unterwürfigen Charakter kopieren, sondern den Spielern die Möglichkeit geben, als ein mächtiger, etablierter Vampir zu spielen. Mit dem Wechsel zu TCR wird nun auch Rick Sheffer aus dem Projekt entfernt und durch Craig Stewart Garfinkel und Emer Noon ersetzt, obgleich seine Kompositionen für den Soundtrack behalten werden. Doch auch der neue Entwickler kann die Deadlines nicht einhalten und das Spiel muss mehrfach verschoben werden. Im August 2024 verschiebt man das Veröffentlichungsdatum auf Frühjahr 2025, vermeintlich um zusätzliche Spielenden hinzuzufügen und Community-Feedback zu implementieren. Im März diesen Jahres wird das Spiel dann ein weiteres Mal auf Oktober verschoben, wo es nun endlich erscheinen kann. Fertig soll das Spiel im März bereits sein, man will die Zeit aber noch nutzen, um Performance, Stabilität und technische Probleme zu bearbeiten. Im Vorfeld des Releases muss Paradox sich allerdings mit jeder Menge heftiger Kritik auseinandersetzen, ganz unabhängig von den unzähligen Stimmen, die das Verzichten auf essentielle Elemente des ersten Bloodlines verteufeln. Entsteht auch ein Shitstorm, als Paradox die 3 verschiedenen Editionen des Spiels ankündigt und 2 der lediglich 5 Clans in DLCs versteckt. Die Empörung ist so groß, dass der Publisher zurückrudern muss und sämtliche Clans für das Grundspiel freigibt.
Zurück in den frühen 2000er Jahren hindert Valves Vertrag hinsichtlich der Nutzung der Source Engine Troika und Activision immer noch daran, das Spiel vor Half-Life 2 zu veröffentlichen. Genauso wie sie Bloodlines auch nicht vor der Ankündigung von Valves Shooter öffentlich machen dürfen und damit 18 Monate ab Entwicklungsstart warten müssen. Troikas ein letztes Mal verlängerte Entwicklung endet schließlich im Oktober 2004. Und nun will Activision auch keinen einzigen Tag länger warten und finanzieren, auch wenn die physische Version dadurch mit Glitches gleich im Introfilm ausgeliefert wird. Entgegen des noch im Februar angedachten Release-Termins im Frühjahr 2005, um nicht mit Half-Life 2 und den anderen Hochkarätern konkurrieren zu müssen, verschiebt Activision den Termin letztlich doch auf den 16. November 2004, den exakten Release-Termin von Half-Life 2. Nur Wochen und Tage nach der Veröffentlichung von GTA San Andreas, Counter-Strike Source, Halo 2 und dicht gefolgt von den Erscheinungsterminen von Metal Gear Solid 3 und nicht zuletzt World of Warcraft. Brian Mitsoda setzt das mit einem Verscherbeln beim Garagenverkauf gleich. David Mulick unterstreicht, dass Activisions Marketingabteilung tatsächlich davon überzeugt ist, dass die Beliebtheit von Half-Life 2 auch helfen wird, die Verkäufe von Bloodlines anzukurbeln. Sie liegen falsch. Trotz durchaus positiver Reviews, denen aber natürlich nicht die technischen Fehltritte entgehen, verkauft Bloodlines nicht mehr als 72.000 Kopien und die dadurch entstehenden 3,4 Millionen US-Dollar liegen sogar noch unter den Verkäufen der anderen beiden Troika-Titel. Ganz zu schweigen von Half-Life 2, dessen bis 2008 6,5 Millionen verkauften Einheiten entgegen Activisions Prognosen nicht auf Bloodlines abfärben. Ob richtig oder falsch, wir brauchten einfach mehr Zeit, um die Spiele zu testen und zu optimieren, und keiner unserer 3 Publisher war bereit, uns diese Zeit zu geben. Jedes einzelne Spiel wurde uns aus den Händen genommen, bevor wir damit fertig waren. Fairerweise muss ich sagen, dass wir zu spät dran waren und das Budget überschritten hatten, aber das rechtfertigt dennoch nicht, der Öffentlichkeit ein unfertiges Produkt zu liefern. Das Deprimierendste daran war meiner Meinung nach, dass es in den 3-4 Jahren, in denen wir daran gearbeitet haben, zu gut 75-80% der Zeit kein Spiel war, es nicht wirklich zusammenpasste und man es nicht wirklich spielen konnte. Es war fast so, als ob, sobald wir ein Spiel hatten und es langsam Gestalt annahm, es anfing Spaß zu machen, wir sahen, was wir hatten und wir das Licht am Ende des Tunnels erkennen konnten, wir jetzt aufhören und dieses Ding so schnell wie möglich auf den Markt bringen mussten. Das war ziemlich enttäuschend. Zur Verteidigung von Activision muss man sagen, dass sie bereits viel Geld dafür ausgegeben hatten. Wir waren in Verzug. Ob es nun unsere Schuld war oder die Schuld der Engine oder was auch immer, wir hatten das Budget weit überschritten. Aus ihrer Sicht machte es also wahrscheinlich keinen Sinn, weiterzumachen. Wenn sie ein verkaufsfähiges Spiel von uns bekommen konnten, sollten sie es wahrscheinlich einfach in die Schachtel packen, auf den Markt bringen und das Beste daraus machen. Eine gewisse Einsicht ist seitens Troikas trotz all der verständlichen Enttäuschung deutlich zu spüren. Sie wissen, dass sie sich mit dem Projekt übernommen haben, dass sie zu unorganisiert waren, um es jemals erfolgreich abschließen zu können. Troika befindet sich die meiste Zeit ihrer Existenz im Crunch-Modus und selbst wichtige Entscheidungen werden spontan getroffen, ohne sich die Zeit zu nehmen, ihre Auswirkungen abzuwägen. Wäre das Spiel ein anderes geworden, wenn sie 6 Monate mehr Zeit gehabt hätten? Auf jeden Fall! Oder vielleicht hätten wir törichterweise auch noch mehr hineingepackt. Wir hatten die Zeit nicht, wir werden es nie erfahren. Ich habe es geliebt, an Bloodlines zu arbeiten, trotz aller Probleme und Herausforderungen, denen wir gegenüberstanden und trotz des ausbleibenden, sofortigen Erfolgs. Es war ein kleineres Team und ich glaube, wir hatten das Gefühl, wirklich etwas zu bewegen. Das ist etwas, was man in größeren Teams nicht wirklich hat und es ist gewissermaßen ein Kompromiss bei Großprojekten. Entweder bekommt man eine bessere Vergütung oder mehr Kontrolle, aber selten bekommt man beides. Manche Menschen wollen Stabilität und einen kleinen Teil einer riesigen Maschine, an dem sie arbeiten können, und das ist in Ordnung. Ich arbeite viel lieber an Projekten, bei denen jeder jeden kennt und wir nicht mehrere Meetings abhalten müssen, um über die Farbe der Schuhe des Helden zu entscheiden. Ich finde nicht unbedingt, dass jedes Projekt das ambitionierteste aller Zeiten sein sollte, aber es wäre schön, wenn mehr Spiele Risiken eingehen würden. Ich verstehe vollkommen, wenn Projekte mit einem Budget von über 50 Millionen Dollar auf Nummer sicher gehen. Aber es wäre schön, wenn es mehr Projekte mit einem Budget von 500.000 Dollar gäbe, bei denen man das Gefühl hat, etwas Einzigartiges zu spielen.
Heute hat Vampire the Masquerade Bloodlines eine Kultanhängerschaft. Es taucht in unzähligen Bestenlisten auf und wird immer wieder genannt als ein Spiel, dem man auch in den 20 Jahren danach in Sachen System und vor allem Geschichte bisher kaum das Wasser reichen kann. Es ist ein unvollkommenes Meisterwerk, das mit seiner digitalen Veröffentlichung auf Direct-to-Drive und Steam im Jahre 2016 zumindest einen Teil der Spielerschaft erreicht, die es verdient. Bis März 2017 wird das Spiel über 500.000 Mal auf Steam verkauft. Mit ein Grund dafür ist eine noch heute aktive Community, die das Spiel supportet und in inoffiziellen Patches für Fehlerbehebung und die Wiederherstellung nicht genutzter Inhalte sorgt. Der kommerzielle Tod Bloodlines soll aber nicht das Ende des Spiels werden, vielmehr erst sein richtiger Anfang. Dank einem deutschen Chemiker mit einer Leidenschaft für kaputte Dinge bekommt Bloodlines nicht nur 6 Monate an zusätzlicher Arbeit, sondern satte 21 Jahre. Bis jetzt! Wenn Anderson und Boyarsky dem Spiel sein Leben eingehaucht haben, bevor es geboren wurde, so ist das hier die Geschichte des Mannes, der dasselbe tat, nachdem es bereits gestorben war. Vermeintlich. Das Originalspiel hatte so viele Bugs, dass es einfach unglaublich ist, dass es überhaupt veröffentlicht wurde. Abstürze, fehlerhafte Quests, Clipping-Probleme, was auch immer. Vampire the Masquerade Bloodlines hat es. Der Community Patch ist für dieses Spiel unverzichtbar, da es dadurch weitgehend spielbar wird. Es trägt für immer den Beinamen das beste verbuggte Spiel, das je entwickelt wurde. Und ist nicht weit entfernt vom besten Spiel, das je entwickelt wurde. Was westliche RPGs angeht, wahrscheinlich sogar das Beste. Während Bloodlines mit seinen schleppenden Verkäufen zu kämpfen hat, spielt Werner Spahl, ein analytischer Chemiker der Universität München, Valves zeitgleich erschienenes Meisterwerk Half-Life 2, das ihn tatsächlich im Vergleich zum Vorgänger enttäuscht. Damals habe ich hauptsächlich Ego-Shooter gespielt, aber ich mochte die Source Engine und musste daher einfach Bloodlines ausprobieren, das damals das andere wichtige Spiel mit der Source Engine war. In seiner Spielhistorie markieren Doom und Half-Life den Wechsel von Text- und Grafik-Adventures zu First-Person-Shootern. Die Erkundung dieser neuen Welten aus der Ego-Perspektive faszinieren ihn. Bloodlines scheint da die ideale Steigerung zu sein. Großartige Quests und eine Welt voller Abenteuer und Möglichkeiten, die man mit der Action und der Grafik eines First-Person-Shooters erlebt. Es wird auf einen Schlag zu einem seiner liebsten Spiele aller Zeiten. Online als Wesp5 bekannt, moddet er schon in jungen Jahren Videospiele zusammen mit seinem Bruder, wodurch die verbesserte Version MIDI Maze Plus des Atari ST-Spiels entsteht. Er verändert Kleinigkeiten in Jedi Knight, Gunman Chronicles, Counter-Strike und Duke Nukem 3D. Für Half-Life entwickelt er die Xen Warrior Mod, in der man als Alien Menschen in der Black Mesa Einrichtung eliminieren soll. Theme Doom bringt Gegner aus Alien, Predator und Terminator in die ersten beiden Spiele. So auffällig die Mängel beim Spielen von Bloodlines aber auch sein mochten, auf den Gedanken es zu patchen, kommt er erst nach dem Installieren von einem bereits existierenden Community-Patch von einem Mann namens Dan Upright und den Folgen. Das hat mein Spiel ruiniert, sagt Spahl, der auf einen eingebauten Fehler trifft. Also habe ich ihn kontaktiert und um eine Lösung gebeten. Er antwortete, dass er mit dem Patch fertig sei, das Spiel nicht mehr installiert hätte und ich es selbst machen solle. Dann erklärte er mir, wie es geht, und nachdem ich das Problem behoben hatte, fragte ich ihn, ob ich den Patch weiterführen könne, worauf er zustimmte. Ab der Version 1.2 des Patches ist es Spahls Projekt und es ist zweifelsohne ein Mammutprojekt. Selbst nach einem offiziellen Patch von Troika und einem Dutzend inoffiziell von Upright steht er immer noch vor einem ganzen Meer aus Fehlern, die auf ihr Beheben warten. Die Zeit, nach all denen selber zu suchen, hat er zwar nicht, aber eine wachsende Community aus Fans des Spiels ist nur zu gerne bereit auszuhelfen und Bugs sowie andere Probleme zu melden. Gelegentlich springen einige davon sogar ein, um aktiv auszuhelfen. Es gibt Leute, die mehr geholfen haben, beispielsweise beim Korrekturlesen von Dialogen, beim Hinzufügen von Python-Skripten, beim Beheben spezifischer DLL-Code-Probleme, beim Korrigieren von Modellen oder sogar beim Erstellen von Maps. Diese Hilfe ist auch dringend nötig, da es kein richtiges Software Development Kit für das Spiel gibt und Spahl sich bei seinen vorangegangenen Projekten nie an das Erstellen ganzer eigener Level herangetraut hatte. Das fehlende Development Kit macht Änderungen an Leveln und Modellen zur Herausforderung. Auch der Umstand, dass Bloodlines gewissermaßen in der Alpha-Version der Source Engine gebaut wurde, erleichtert die Arbeit nicht gerade. Doch das ist noch der Anfang. Die Jahre verschreichen und Spahl findet sich zunehmend im Code von Bloodlines zurecht, findet Geheimnisse darin, die die Entwickler dort ungenutzt zurückgelassen haben. Items, die nie ein Modell zugeteilt bekommen haben, erhalten von ihm nun ein anderes, das ebenfalls nie Verwendung gefunden hat.
Die Arbeit an dem Hobbyprojekt nimmt völlig andere Ausmaße an, als Spal vom Beheben vereinzelt auftretender Probleme dazu übergeht, herausgeschnittene Inhalte wiederherzustellen und nicht fertiggestellten Content zu beenden. Patch 8.0 stellt einen Wachmann wieder her, nachdem Spal dessen ungenutzte Dialogdatei und seinen Standort entdeckt, bevor er in der Community um das Einsprechen des Textes bittet. Zusammen mit der entsteht in Version 8.4 auch die bisher größte Erweiterung, weil es russischen Moddern unter Psycho A endlich gelingt, ein inoffizielles Development Kit zu bauen, inklusive eines Editors, mit dem es möglich wird, vollkommen neue Level zu erstellen. Unsere größte Errungenschaft ist die Nachbildung des entfernten Büchereilevels, das wir im Grunde genommen von Grund auf neu erstellen mussten, wobei wir alle Modelle und Texturen verwendet haben, die dazugehören und die Troika uns in den Spieldateien hinterlassen hat. Um ein besseres Gefühl für die ursprünglichen Pläne mit dem Level zu bekommen, kontaktiert Spal den Autoren Brian Mitsoda. Dessen Input fällt allerdings eher dürftig aus. Es hatte irgendwie mit einer Hauptfigur und einem Sabbath-Boss zu tun und sollte wie die echte Bibliothek in Los Angeles aussehen. Einer der amerikanischen Fans aus der Community, Bürgermeister genannt, nimmt das zum Anlass, um besagte Bibliothek zu besuchen, fehlende Wandgemälde zu fotografieren und das Level zusammen mit Spal nach dessen Grundrissen zu gestalten. Das erste von Fans erstellte Bloodlines-Level und nach wie vor das umfangreichste. Die Bücherei sollte das Gebäude gegenüber von Lacroix Wolkenkratzer werden, wie die Haltestellenkarten belegen. Doch der Haupteingang dort lässt sich nicht editieren, weshalb die Modder stattdessen einen ungenutzten und wahrscheinlich dafür vorgesehenen Kanalisationsausgang verwenden. Die Galerie im Innenbereich wird genutzt, um im Code verloren gegangene Kunstgegenstände und Texturen auszustellen. Basierend auf Mitsodas Bemerkung hinsichtlich des Sabbath-Bosses erarbeitet das kleine Team ein Schalterrätsel, das den Zugang zu einer Gruft offenlegt, die einer alternativen Version von der Giovanni-Krypta im Hauptspiel nachempfunden ist. Modder Entenschreck versucht sich hier zum ersten Mal an einer eigenen Zwischensequenz. Der Boss bekommt den Skin eines alternativen Jacks. Doch das sind nicht die einzigen Orte, bei denen Spieler gar nicht merken, dass es sie nie im originalen Hauptspiel gegeben hat. Der Smoke sowie der Coffeeshop in Santa Monica sind beispielsweise auf der Übersichtskarte an der Haltestelle markiert, können aber nicht betreten werden. Auch der Santa Monica Pier wird erweitert, indem man die Gebäude darauf um eine Rückseite ergänzt. Eine der meiner Meinung nach genialsten Wiederherstellungen und markantesten Abschnitte im gesamten Spiel ist das Malkavian Maze in Grouts Anwesen. Spal übernimmt die angefangene Arbeit von Entenschreck und setzt sie mit Hilfe von ungenutzten Texturen und Konzeptzeichnungen fort. Aus letzteren entstand auch die Idee für eine Geheimtür. Er ergänzt den spannenden Kopfüberraum und die Domgruft, die, wie man am Loch in der Decke erkennen kann, ein alternativer Entwurf aus dem Kampf gegen den Sheriff ist. Ebenfalls folgt er einer wundervollen Eingebung der sich bewegenden Schaufensterpuppen, die enorm zur verrückt unheimlichen Atmosphäre des Levels beitragen und platziert Hinweise darauf, dass ein im Spielverlauf erwähnter Vampir hier sein Ende gefunden hat. Beim Bau des Labyrinths entdecken sie auch Assets, die einem Chateau zugeordnet sind, woraus die beiden nach einiger Überlegung das Hotel zusammenbasteln, das im Patch für das Anarchenende verwendet wird. Der einzige Bereich, der mir als Laie nicht sofort natürlich vorkam. Als Referenz beim Bau des Levels orientiert man sich am realen Chateau Marmont. Entenschreck kommt erneut zur Hilfe, als es um die Wiederherstellung des actiongeladenen Atriums des Hellowbrook Hotels geht, angelehnt ans Innenleben des Bradbury Buildings in LA, das auch schon für Blade Runner verwendet wurde. Ebenfalls puzzelt er den Außenbereich des Museums für eine der Hauptmissionen zusammen, denn Auftraggeber Lacroix spricht zwar von einem Schlüssel für den Haupteingang, diesen bekommt man aber nie und steigt im Originalspiel letztlich doch durch den Dachzugang ins Museum ein. Spal ergänzt den äußeren Levelabschnitt nach alten Beta-Screenshots, worauf auch ein Laden zweimal im Spiel auftaucht. Er korrigiert das mit einer Notiz an der Tür, die auf einen Umzug des Lokals hinweist. Auch die Abkürzung, die man durchs Hacken eines Terminals freischalten kann, um das selbst von Fans verhasste Kanalisationslevel zu überspringen, ist eine Ergänzung von Spal und Entenschreck. Aber seine Arbeit zeigt sich nicht nur in neuen Umgebungen, sondern beispielsweise auch im möglichen Waffenarsenal des Spielers. Das Remington-Gewehr wird von Grünwald Bach gegen den Spieler genutzt und kann nun übernommen werden.
Ebenso kann man den Cheng-Brüdern nach dem Kampf die Klingenhandschuhe abnehmen. Auch Waffen wie der Dragon's Breath, die Splittergranate oder die Feuerarmbrust sind zuvor nicht verfügbar. Patch 3.7 ergänzt die Disziplin Blood Heal, die einen Schluck des eigenen Bluthaushalts zum Heilen von Schaden nutzt, während im Ausgleich das ursprüngliche automatische Heilen verlangsamt wird. Der Spieler kann außerdem diverse Relikte finden, die dauerhaft die Statuswerte pushen und hat Zugriff auf zusätzliche Nebenmissionen. Trips Mission basiert zwar auf einem ungenutzten Skript, war im Originalspiel aber nie verfügbar. Auch die Questreihe, in der man für Nosferatu Gary Gegenstände besorgt und im Austausch attraktive Poster für sein Apartment bekommt, wird erweitert, um 4 ungenutzte Poster und Items zugänglich zu machen. Selbst vermeintliche Kleinigkeiten werden ergänzt, wie Kiki, die Tochter des Red Dragon Besitzers, die nach der Rettung von ihren Entführern im Büro anzutreffen ist. Auch das Drehkreuz im Eingang dieser Bar existiert eigentlich gar nicht, wird aber bezugnehmend auf Beta-Screenshots ergänzt. Diese drastischen Änderungen bzw. Erweiterungen des Originalspiels werden aber nicht nur mit Wohlwollen aufgenommen und einige Kritiker sprechen sogar von einer Verfälschung der Vision der Entwickler. Daher machen sich andere Modder, namentlich Tessera und Acrimonious, ans Werk, um den True Patch bereitzustellen, der die Arbeit von Troika ehren soll, während sie Spal und seine Arbeit heftig angreifen. Dummerweise kommt schnell heraus, dass die beiden genau dessen Code für ihren ausgedünnten Patch verwendet haben. Der resultierende Shitstorm lässt die beiden von vorne beginnen. Doch Spal kommt ihnen zuvor. Also dachte ich mir, wenn die Leute das wollen, kann ich es besser für meine eigene Arbeit machen. Und so habe ich den Patch in eine Basisversion nur mit Bugfixes aufgeteilt und alle geänderten und neuen Inhalte in den Plus-Patch vom Typ Restaurierungsprojekt verschoben. Zu meiner Verteidigung muss ich sagen, dass Dan Upright, als ich den Patch von ihm übernahm, bereits die beste Waffe im Spiel restauriert hatte, das SWAT-Gewehr, sodass ich davon ausging, dass dies für einen inoffiziellen Patch normal sei. Dass aber selbst Rick Sheffer aus dem originalen Entwicklerteam Spal seinen Segen gibt, indem er ihm unveröffentlichte Musikstücke des Soundtracks für seine Arbeit zur freien Verfügung stellt, sollte derartige Kritik im Keim ersticken. Möchte man zumindest meinen. Welche Version des Patches man nun für sich persönlich in Erwägung zieht, ändert nichts daran, dass Spals Arbeit in der Community weitestgehend als der einzig wahre Weg angesehen wird, das Spiel zu erleben. Selbst von einigen kritisch betrachtete Anpassungen werden von anderen, inklusive mir, abgöttisch geliebt. So entdeckt Spal im finalen Showdown des Spiels die fehlende Sounddatei Inside the Map und tauscht sie, ohne sich des Memes dahinter bewusst zu sein, gegen einen großartigen und zumindest in meinem Malkavian-Spieldurchgang äußerst passenden Techno-Remix von All Your Bass Are Belong to Us aus. All your bass, your bass, 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 all your bass are belong to us. Ich musste laut lachen. Danke, Wesp. Auch ist es nun in einem alternativen Ende möglich, sich den fanatischen Sabbat anzuschließen, obgleich Brian Mitsoda bestätigt, dass das keiner ihrer Pläne war und allenfalls in einem Sequel Platz gefunden hätte. Aber auch nach all den Jahren, Jahrzehnten inzwischen sogar, stehen Werner Spal und seine Unterstützer aufgrund der technischen Gegebenheiten des Originals vor Problemen, die sie wahrscheinlich nie werden lösen können. Davon gibt es bereits eine ganze Liste. Gewissermaßen ist es also ein Projekt ohne finale Erfolgsaussicht. Vampire the Masquerade Bloodlines wird nie ein fertiges Spiel sein. Was treibt Spal also an, all diese Zeit und Arbeit dennoch zu investieren? Erstens macht das Patchen und insbesondere das Restaurieren manchmal viel mehr Spaß als das reine Spielen, weil es aktiv und kreativ ist. Dazu kommt dann immer die Herausforderung, ob ich das Problem lösen kann oder noch was Neues finde. Zweitens ärgert es mich sehr, dass einige wunderschöne Perlen wie Bloodlines gescheitert sind, weil sie nicht den Hype erhielten, den größere Blockbuster bekommen oder weil sie unausgereift oder unfertig veröffentlicht wurden. Der Hauptgrund ist im Grunde genommen, dass Bloodlines eines der besten Spiele ist, die ich je gespielt habe. Und das, obwohl Spal das Spiel lediglich ein einziges Mal komplett beendet hat, damals mit der Toreador-Klasse, um mit deren Fähigkeiten sein Faible für First-Person-Shooter zu untermauern. Seitdem bleibt vor lauter Testen und Korrigieren keine Zeit mehr fürs Spielen. Auch wenn er sagt, dass das Modden keinen so großen Teil seines Lebens einnimmt, wie man vermuten könnte. Manchmal arbeite ich vielleicht 1 Stunde am Tag, wenn etwas Neues restauriert werden kann. Aber dann können Tage oder Wochen vergehen, ohne dass ich viel tue.
Und doch sagte er 2017 in einem Interview bereits, dass der Patch so gut ist, wie er ihn nur machen kann. 2016 war er sich nicht einmal sicher, ob er jemals Version 4.0 erreichen würde. Irgendwann muss endlich Schluss sein und 3.6 bringt nochmal viele letzte Änderungen. Rund 860.000 Downloads später und das nur auf ModDB, wo der Patch inzwischen auch bequem in GOG integriert ist, hat Werner Spahl aka Wesp5 erst im Mai diesen Jahres Version 11.5 seines Unofficial Patches veröffentlicht. Den ursprünglichen Abschlussplänen kommt die Veröffentlichung des inoffiziellen Software Developer Kits dazwischen, das ungeahnte neue Möglichkeiten eröffnet. Neben dem Erstellen eigener Level wird es so auch möglich, den nie umgesetzten Multiplayer-Modus Vampire gegen Jäger zu verarbeiten, indem man Teile des Spiels als Minikampagne mit menschlichen Jägern spielbar macht. Da musste ich ihn selbst doch nochmal fragen, was ist denn aus den rund 10 Jahre zurückliegenden Worten geworden? Wann ist denn nun Schluss? Mit einem Augenzwinkern schreibt er, ich hoffe, dieses Jahr. Doch von all diesen wundervollen Entwicklungen und berührten Gamerherzen ahnt bei Troika noch niemand etwas. Ganz im Gegenteil, denn nach dem Release von Bloodlines kippt die ohnehin schon seit Monaten angespannte Stimmung vollends. Allen ist bewusst, dass das Studio in Schwierigkeiten steckt und dem Ende entgegengeht, wenn nicht bald ein Folgeauftrag an Land gezogen werden kann. Doch ihre Visitenkarte von kreativen, aber technisch unfertigen Spielen hatte die Runde gemacht und viele Türen für sie verschlossen. Activision denkt nicht im Traum daran, ein weiteres Projekt mit Troika anzugehen und auch andere Publisher sind zurückhaltend. Dabei mangelt es nicht an Ideen, die man pitcht. Jason Andersons Favorit ist ein MMO namens Dreadlands, das im mystischen Osteuropa des 19. Jahrhunderts angesiedelt ist. Auch der spirituelle Nachfolger von Fallout findet keinen Abnehmer, nachdem Bethesda Troika für die Rechte an Fallout 3 überbietet, da ihnen ohne Publisher die finanziellen Mittel fehlen. Auch nutzt man die getane Arbeit von Bloodlines, um mit den Assets darin an der Demo für ein weiteres World of Darkness Spiel zu arbeiten, in dem man sich in einen Werwolf verwandeln kann. Schon im Juni 2004, vor der Fertigstellung von Bloodlines, erstellt Kane den Pitch für ein Third-Person-Action-Rollenspiel zu Conan der Barbar. Stealth und Täuschung sollen elementare Aspekte des Spiels werden, wie er in einer niedergeschriebenen Mission erklärt, in der der Spieler einen einsamen Priester erwürgt, um ihm seine Robe als Verkleidung zu stehlen und eine kampflose Alternative zu ermöglichen. Noch früher, im Juli 2003, schreibt Kane den Pitch für ein mögliches Baldur's Gate 3 aus First-Person-Perspektive, mit Echtzeitkämpfen und ohne Partysystem, dafür aber mit Multiplayer-Funktion. Nach The Temple of Elemental Evil möchte er sich wieder weiter von den Dungeons & Dragons Systemen entfernen, doch es gibt nie eine Rückmeldung. Wir waren froh, dass Bloodlines herauskam, aber wir waren nicht begeistert von seinem Zustand. Wir hatten keine weiteren Projekte unter Vertrag und arbeiteten intensiv an Prototypen und Pitches, um dem Team vor der Schließung ein anderes Spiel zu ermöglichen. Diese Arbeit beginnt leider sehr spät, wie der hauseigene Produzent Tom Decker erklärt. Zu unserem Nachteil waren wir Activision gegenüber sehr aufrichtig, was unsere Arbeitsstunden angeht. Das heißt, wir hatten niemanden irgendwo an einem geheimen Projekt sitzen oder so etwas. Während einige sich mit dem Ende abfinden und teilweise auch erleichtert darüber sind, diese wahnsinnigen Arbeitsstunden und Strapazen hinter sich zu lassen, arbeiten andere noch, teilweise unentgeltlich, an Patches für Bloodlines und Spieledemos, die man Publishern anbieten möchte. Nachdem es Troika aber nicht gelingt, Finanzierung für weitere Projekte an Land zu ziehen, sehen sie sich gezwungen, Ende 2004 auch ihre letzten Mitarbeiter gehen zu lassen und am 24. Februar 2005 das Studio offiziell zu schließen. Das tun sie erhobenen Hauptes, denn die Gründer schließen Troika nicht etwa aufgrund von Insolvenz, sondern mit Rücksicht auf ihre Angestellten und aufgrund kreativer Integrität. Wir haben Troika geschlossen, weil wir keine Vertragsangebote für Produkte erhielten, die wir machen wollten. Deshalb haben wir freiwillig geschlossen, solange wir finanziell noch schwarze Zahlen schrieben. So konnten wir den Mitarbeitern Abfindungen zahlen und ihre Versicherung um einige Monate verlängern, anstatt einfach ohne Vorwarnung zu schließen und alle zu entlassen. Die Entscheidung, Troika zu schließen, ist eine bewusste Entscheidung, um den Anforderungen der Publisher Einhalt zu gebieten, die ihre grundlegende Designphilosophie und ihr persönliches Wohlbefinden beeinträchtigen. Indem sie sich für eine Schließung zu ihren eigenen Bedingungen entscheiden, vermeiden sie es, Verträge anzunehmen, die sie dazu gezwungen hätten, Spiele zu entwickeln, die sie grundsätzlich ablehnen.
Kompromissbereitschaft hätte die Firma retten können. Aber das Verhindern von unliebsamen Kompromissen war schließlich auch überhaupt erst der Grund für Troikas Gründung gewesen. Das Studio war einfach zu früh dran, da erst nach ihrer Schließung digitale Vertriebsplattformen groß werden, Crowdfunding-Plattformen wie Kickstarter entstehen, die 2012 ein Nischenprojekt wie Wasteland 2 ermöglichen und die Risikobedenken von Publishern reduzieren. Ganz zu schweigen vom zweiten Frühling, den das CRPG-Genre erlebt, ironischerweise auch dank Kane und Anderson in ihren neuen Rollen bei Obsidian Entertainment und In Exile, wo Pillars of Eternity und eben Wasteland 2 entstehen. Inzwischen arbeitet auch Boyarsky nach dem Schreiben von Lore und Story für Diablo 3 bei Obsidian wieder mit Kane zusammen an Rollenspielen wie The Outer Worlds. Die drei sind sich jedenfalls einig, was der größte Fehler im Aufbau ihres eigenen Studios war. Für mich persönlich bestand die Herausforderung darin zu lernen, wie man ein Unternehmen führt und Verträge mit Publishern aushandelt. Fähigkeiten, die nichts mit der Entwicklung guter Spiele zu tun haben. Aber wenn man in diesen Bereichen Fehler macht, leiden die Spiele darunter. Ich würde empfehlen, diese Bereiche getrennt zu halten. Mit anderen Worten, ich hätte einen Business-Experten einstellen sollen. Ich bereue nichts, aber ich würde es definitiv nicht noch einmal machen wollen. Das Führen von Unternehmen überlasse ich lieber anderen Leuten. Wir wollten wirklich Spiele entwickeln. Das war alles, was wir wollten. Der einzige Grund, warum wir unser eigenes Unternehmen führen wollten, war, dass wir die Spiele entwickeln konnten, die wir entwickeln wollten. Aber dann muss man ein Unternehmen führen und kann keine Spiele entwickeln. Ich habe häufig das Gefühl, dass wir unser gelobtes Land der Videospiele noch nicht erreicht haben. Videospiele, die weitergehen, Welten und Persönlichkeiten erschaffen. Vampire the Masquerade Bloodlines hat so viele Schwächen und doch ist der Umstand, dass es kaum etwas Vergleichbares gibt, eine der größten Tragödien dieser Branche. Kreaturen, die gestorben sind, fühlen sich lebendiger an als nahezu alles, das ich sonst auf meinem Bildschirm zu sehen bekomme. Sie sprechen zu mir in exzellenten, glaubwürdigen Dialogen und schicken mich mit ihren verdrehten Charakterzügen auf unvergessliche Quests. Quests in einer Atmosphäre, die zu gleichen Teilen absolut faszinierend und durchgängig beunruhigend ist. Sei es durch die effektvoll gestaltete Umgebung, die unvergesslichen Charaktere oder die stimmungsvolle Musik, die ganz für sich allein ihre Geschichte erzählen könnte. Alle wichtigen Dinge im Spiel geschehen auf der anderen Seite von unscheinbaren Hintertüren, in finsteren Gassen, in Räumen, die nur mit Aufzügen erreichbar sind und anderen Orten, an denen man auch in der echten Welt Vampire vermuten würde, die sich versteckt halten wollen. Und wenn ich durch die Straßen des nächtlichen LA streife, dann sehe ich vielleicht nicht die schönste Grafik oder die abwechslungsreichsten NPC-Modelle, aber ich spüre eine Stadt, die an ihren unzähligen Geheimnissen zu zerbersten droht. Ein Design, das wirkt, als wäre es einem einzigen Geist entsprungen und um eine einzige Idee herumgebaut. Man lässt sich nicht von einer Fiktion überzeugen, indem sie die reale Welt kopiert, denn das lenkt nur die Aufmerksamkeit auf die Bereiche, in denen die Welt eindeutig nicht so funktioniert, wie sie sollte. Man lässt sich von einer Welt überzeugen, indem sie ihrer eigenen internen Logik, ihrer inneren Konsistenz folgt. Schon damals hätte es einem gefeierten, nur ein Jahr zuvor erschienenen Knights of the Old Republic die Schau stehlen müssen. Mit seiner Story, seinen Dialogen, den Gesichtsausdrücken, den Sprechern und den Gesprächsoptionen. Und heute, 21 Jahre später, ist das immer noch ein kaum erreichter Standard, der in die Königsliga der Videospiele gehört. Was ist also das größte Problem von Bloodlines? Es ist nur ein storyorientiertes Spiel und kein vollwertiges Rollenspiel. Es ist kein guter Ego-Shooter und kein gutes Hack-and-Slash-Spiel. Bloodlines trägt den Fluch aller Action-Hybride wie Deus Ex. Ein Fluch, der sich im Laufe des Spiels noch verschlimmert, da man viel mehr schießen als Quests absolvieren muss. Das Schießen ist jedoch bestenfalls mittelmäßig, besonders gegen Ende des Spiels, und die letzten Level sind langweilig und mühsam. Andererseits ist es auch nicht zu einer Dating-Simulation verkommen, die dich durchgängig an die Hand nimmt, wie man es vielen Genrekollegen vorwerfen könnte. Es ist eine Sache, ein Spiel zu entwickeln, in dem es darum geht, herumzurennen und Leute mit Blei voll zu pumpen. Und eine völlig andere, die Geschichte eines schwachen, jungen Vampirs zu erzählen, der gerade erst getötet wurde und sich jetzt in einer düsteren, fremden Welt wiederfindet, mit ganz eigenen Regeln, vertrauten Orten, die im Schatten der Nacht zu einer völlig anderen Existenz mutieren und sowohl schaurige, gefährliche Monster verbergen, als auch wohlschmeckende, saftige Menschen, zu denen man sich nur kurz zuvor noch selbst gezählt hat. Bloodlines ist kein perfektes Spiel.
Aber eines, das in seiner Unvollkommenheit einzigartig ist. Wie viele Entwickler, denen wir heute noch nachtrauern, war auch Troika seiner Zeit zu weit voraus und hätte ein paar Jahre später sicherlich bessere Karten gehabt. Was aber natürlich nicht die organisatorischen Probleme gelöst hätte, die nicht nur Leonard Boyarsky an den Rand des Ablebens getrieben haben. Egal, ob man Bücher, Filme oder irgendetwas anderes kreiert, es gibt wahrscheinlich immer etwas, das die Schöpfer daran ändern möchten. Die technischen Probleme hätten zweifelsohne behoben werden müssen. Wenn ich über etwas verärgert bin, dann darüber, dass unsere anfänglichen Verkaufszahlen zwar nicht besonders gut waren, ich aber weiß, dass sich das Spiel im Laufe der Jahre durch den digitalen Vertrieb gut verkauft hat. Das zeigt, wie kurzsichtig diese Branche sein kann. Wer weiß, ob Vampire erfolgreicher gewesen wäre, wenn wir mehr Zeit gehabt hätten oder es besser zu Ende gebracht hätten oder ob es trotzdem ein Nischenprodukt geblieben wäre. Vielleicht war es einfach noch zu früh, um von den Leuten geschätzt zu werden. Aber das werden wir nie erfahren. Die Leute spielen es immer noch und modifizieren es immer noch. Das sagt wohl schon einiges aus. Es gibt tatsächlich einen Grund, warum selbst 21 Jahre nach seiner ursprünglichen Veröffentlichung, wenn jemand Bloodlines erwähnt, jemand anderes erneut installiert. Dieses Spiel ist wie ein Vampir. Es wird nie alt. Auch Lula altert nicht, die mit ihrem 3D-Spiel zur selben Zeit entwickelt wird wie Bloodlines und eine nicht minder spannende Geschichte zu erzählen hat, die ich hier für dich aufgearbeitet habe. Ein Video in diesem Ausmaß möglich machen meine blutsaugenden Kanalmitglieder Retrojäger, Michael, Robin, Pure German Entertainment, Gary, Vanessa, Mergus, Snake, Bibita, Iwakai, Kawaii, Kawaii, Kimi und Lord Pimpim. Danke für euren Lord-Support.